Okay, wenn ich schon anfange zu erklären, muss ich den Counter schon starten, ne? Ich würde sagen, ja. Dann guck, du hast den Counter laufen, ich habe auch nochmal die Uhr im Blick. Dann würde ich sagen, es geht los! Okay, 3, 2, 1, go! Go! Okay, Muss also, ich drücken? Ja, Enter, Okay. Enter. Also pass auf, Enter. Oh Gott. die erste Stunde wird erstmal so ein bisschen viel erklären. So. Ja, also, die ersten 5 Etagen sind sehr entscheidend. Okay, weil die ersten 5 Etagen kommt meistens so Buffräume, Fragezeichen. Wenn zum Beispiel ein Fragezeichen und ein Monster ist, also zum Beispiel links ist ein Fragezeichen, rechts ist ein Monster, dann kannst du das Fragezeichen immer reingehen, weil es kann nur auf einer Etage ein Monster sein. Also wenn rechts ein Monster schon ist, kann links keins sein. So, in dem Falle nimmst du jetzt natürlich logischerweise die Buff-Tür. Das linke, natürlich. Da kriegen wir auch gleich, ja okay. Ja, und du willst zum Anfang erstmal Schlüssel farmen. Das heißt, Schlüssel sammeln, das heißt, wir müssen angreifen. Genau. Alright. So, es gibt so eine etwas abgewichene Spielweise beim Zero Death Run. Man versucht halt die Buffs zu forcen direkt in den ersten 5 Etagen, 10 Etagen, wenn es geht, weil das ist sehr spielentscheidend für den späteren Aufbau des Games. Und deswegen versuchen wir Wie forst man die? Indem man halt versucht, möglichst früh schon die Schlüssel zu nehmen. Okay. Ansonsten sagt man sich so, okay, wenn man jetzt so Free-to-Play ist, man kann die sich auch sparen auf den ersten Etagen so ein bisschen und dann auf den zweiten, dritten Etagen nutzen. Aber wir versuchen da schon gut irgendwie Buffs frühzeitig zu kriegen, um großes Polster aufzubauen. Okay, bei der Situation nehmen wir einfach eine Free-Tür immer mit und das ist dann quasi die linke. Ne? Ja, genau. Ja. Genau. Nehmen wir das auch, ist ja eigentlich egal, nehmen wir mit. Da sind Ressourcen drin. So, da ist genau das Szenario, was ich jetzt sagte. sagte. Genau das, was du gesagt hast. Also immer hier. Ja, genau. Weil hier, ne, okay. Ja. Geil, Staub! Und das geht bis zur 5. Ebene so. Das heißt, bis zur 5. kannst du so Fragezeichen gegen Monster abwägen oder Buff-Tür gegen Monster oder irgendwie sowas. Ja, und deswegen da immer gambeln auf das Fragezeichen, dass da ein Buff irgendwie hinter ist dann. Oh ja, genau. komm. Ja, das ist schon mal nicht gut. Das ist schon mal scheiße. Ja, so. Dann nehmen wir aber den wieder. Ja, genau. Richtig. Alle, die das vielleicht auch noch nicht so kennen, das Spiel, die können jetzt auch mit aufpassen und direkt ganz viel lernen. Erklär's gerne für, ich weiß natürlich viele Sachen, aber erklär's gerne für richtige Noobs auch. Ja, hast du richtige Noobs bei dir? Das ist auch schon voll Profis mittlerweile. Ja, auf jeden Fall, na klar. Ja, aber auch einige, die sind zum Beispiel jetzt neu zu EU26, EU27 dann reingekommen. Gucken sich das mal ein bisschen an, ja. Ja, in der Situation haben wir jetzt natürlich einen Debuff am Start, wo wir mehr Schaden bekommen. Das heißt, das ist auch ein großer Debuff. Es gibt kleine und große, einmal für so 8 Etagen und für 4. Wir haben jetzt den großen Debuff, 50% mehr Schaden, wenn wir Monster angreifen. Wir wollen jetzt eigentlich dodgen. Problem ist bloß, wir wollen auch auf den ersten Ebenen Schlüssel haben. Schlüssel sammeln und wir haben erst einen. Das könnte man jetzt auskontern, indem man einen One-Hit-Wonder, einen Heal oder irgendwas bekommt. Das heißt, wir brauchen frühzeitig einen Heal. Ich würde in der Situation eintanken und dann, das heißt, einmal ein Monster damit angreifen, weil ausweichen ist auch doof. Wenn du getroffen wirst, kriegst du auch extrem viel Schaden dadurch. Ja. Das heißt, ich würde eintanken, auf den zweiten Schlüssel gambeln und dann gucken, dass wir irgendwie einen Buff kriegen. Okay. Wir haben keinen Schlüssel bekommen! Ja, das ist natürlich... Du dreckiger Sack. So, wir haben Fallenentschärfer, wir können es gleich nochmal machen. Oder wir gambeln jetzt auf einen Buff. Du hast jetzt schon die Tür gewählt. Ja, habe ich jetzt schon gewählt. Zu schnell. Ich habe zu schnell gehandelt. Ja, ist kein Problem. Der Debuff ist halt sehr, sehr bitter. Ich würde versuchen... wir haben auch nur einen Schlüssel. Ja, tank nochmal einen Hit, würde ich jetzt sagen an der Stelle. So, jetzt wir haben wenigstens einen bekommen. Okay, jetzt müssen wir natürlich auf die Glückstür gehen. So, da kann halt auch ein Buff oder Debuff so rauskommen. Also, falls ich mich verhaspel, wie gesagt, vielleicht bin schon 28 Stunden. 26 Stunden ist okay. 26 Stunden live. Also live, ja. Und genau, deswegen müssen wir jetzt auf jeden Fall wir müssen alles mitnehmen, was wir gambeln können. Wenn es Buff, Debuff ist, wir hoffen auf einen Buff. Deswegen, zweiter Debuff, bittere Pille. Mit dem werden uns Schlüssel abgezogen, das heißt, wir bezahlen jetzt 2. Ja, also da kriegst du halt einen Curse, also einen Debuff, safe. Rechts könnte halt ein Monster sein, könnte aber auch eine Truhe sein. Meistens ist ein Monster hinter.
Deswegen, ich würde an der Stelle versuchen, rechts zu gehen und zu fliehen, wenn ein Monster kommt. Ja, das war klar. Aua. Okay. Ja, jetzt müssen wir... Die erste Runde muss schlecht laufen, damit die anderen gut laufen können. Ja, ich sehe schon. Ist alles so geplant. Das wird so laufen wie meine Runs in dem LD. Nein. Nein, das muss erstmal so anfangen. So, hier gehen wir natürlich hier rein. Ja, Goldraum. Okay. Die Spinne ist halt risky. Also je mehr Schlüssel da sind, desto geringer ist die Chance, dass wir fliehen können, beziehungsweise dass sie uns nicht hittet. Wenn da nur ein Schlüssel ist, es gibt da keine festen Prozentchancen irgendwo, aber wenn nur ein Key ist, dann ist die Chance relativ hoch, dass man den safe mitnehmen kann. Du musst jetzt sowieso gamblen, weil du bist sowieso gleich tot. Deswegen würde ich das auf jeden Fall gamblen und den versuchen mitzunehmen. Okay, ja! Ja, du hättest jetzt getroffen werden können, dann kriegst du Poison von der Spinne halt. Genau, ja. Okay. So, jetzt würde ich eine Tür nehmen, weil wir brauchen jetzt wirklich irgendwie einen Heal oder sowas. Ja. Und da... Toll, eine Kiste. Kennst du den Unterschied zwischen den normalen und den Mimiktruhen? Ja, den kenne ich. Stark. Das war eine der ersten Sachen, die ich gelernt habe. Ja, ich wirke manchmal wie ein Noob, aber ich spiele ja doch schon einen oder anderen Tag jetzt. Es gibt eingefleischte Creator, die kennen den Unterschied nicht. Also von daher passt das. Okay. Ja, da musst du jetzt auf jeden Fall versuchen, links durch die Wand. Jetzt! Let's go! Ja. Blockt. Es geht nicht. Ja, okay, gut, dann gehen wir besser. Oh, schön. Ja. Jetzt mal kurz. Theoretisch, mit ganz viel Glück, ist auch hier noch ein Zero Death Run möglich. Oder sind wir eigentlich schon durch? Eigentlich schon durch, oder? Ja, jetzt gerade schon durch, aber es ist in der Theorie ist immer einer möglich so. Okay, also wenn du jetzt, das Beste, was du jetzt kriegen könntest, wäre ein 6-fach Heal, dann würdest du 6 Ebenen mal 20% Leben, dann wärst du wieder Full Life. Also von daher ist noch alles machbar, aber sieht schon gerade nicht gut aus. Also auf jeden Fall Goldraum jetzt nehmen. Goldraum über Fragezeichen. Es gibt leider nur ein Epic. Ach so, okay. Ja. So. Dann, da würde ich nochmal versuchen, durch das Fragezeichenraum, weil ein Hit kannst du noch tanken. Also kannst versuchen zu fliehen, falls du jetzt das nicht schaffst. Aua. Kannst du den noch tanken. Danach ist halt jetzt vorbei. Danach jetzt ist Ende, ja. Also das sieht man, das kann man dann irgendwann auch einschätzen, ne? Das ist. Ja, genau. Nochmal einen Hit überlebst du nicht. Jetzt musst du halt den Schlüssel nehmen und hoffen, dass da jetzt noch ein Buff hinter ist. Da ist nix und das ist GG. Ich meine, du kannst noch fliehen. Also mach noch so weit, bis du stirbst. Ja, nochmal. Oh, hier ist egal, ne? Da kann beides. Wir machen jetzt so ein Zero Death Run. Ja, let's go. Mit 0 Schlüsseln. Also du brauchst auch ein gutes Schlüsselmanagement so. Also man will schon die Ebene 25, so für die nächsten Runs, man will die Ebene 25 schon so abschließen, ich sag mal mit 4, 5 Schlüsseln wäre schon so Minimum. So, wenn du Full Life bist. Wenn du Half-Life bist, dann kannst du auch ein paar mehr haben, wenn du dich so ein bisschen durch die Ebenen lackst danach. Okay. Aber ein paar, will man schon haben für danach dann. Ja. Bei dem Dude kannst du halt kannst du annehmen, was du willst, das ist RNG. Ich nehme immer Always Choose the Rock. Yes! Das klappt auch. So, und jetzt kannst du erstmal Schlüssel farmen. Jetzt geht's los. Das Problem jetzt können wir Schlüssel farmen. Problem ist bloß, du musst trotzdem gucken, dass du irgendwie einen Heal bekommst, weil... Ja, wir sind ja low. Die Ebene 25 überlebst du nicht mehr. Deswegen, würde ich noch einen zweiten Key farmen und dann würde ich versuchen in eine Tür oder so zu gehen. Vielleicht kommt ein Buffraum oder so. Hier ist auch nur ein Gegner hinter, ne? Kann sein, kann aber auch eine Truhe sein oder sowas. Aber auch ein Buff theoretisch? In der Truhe kann dann auch ein Buff sein, ja. Wollen wir es dann probieren? Weil noch habe ich... Einen kannst du noch tryen. Und danach würde ich dann Türen annehmen. Ja. Komm, Heal, komm. Ja, weil jetzt musst du irgendwie... Staub! Ja, da hier, kann komm her, ein dicker Heal. Jetzt ein 6er. Ein dicker Heal, komm. Dann ist noch wieder Potenzial. Nee. Mann! Das ist eine gute Kombo, wenn man Full Life hat. Weil One-Hit Wonder plus 2-fach Schlüssel scheppert rein. Aber ansonsten, Now we're dead. Das ist GG. Ja, wäre auch so einfach Das war der erste Try. Schon mal ein to the next one. bisschen Erfahrung gesammelt. Genau, bisschen warm gemacht.
bisschen warm gemacht. Und das ist das Coole, 8-mal können wir jetzt direkt wieder rein. Beim letzten Mal müssen wir es aber so machen, dass wir zu Ende spielen. Und dann können wir natürlich auch weiter lernen. Okay. Aber jetzt können wir direkt wieder rein. Das ist schon Luxus. Habe ich extra vorbereitet. Ich Stark. hatte die alle gestern noch so weit bis Stufe 24, 23, 11, 35 gespielt und musste die heute alle noch schnell bis zum Ende, dass wir die benutzen können. Alright. Let's go. Wollen wir mal gucken, ob das was gebracht hat. Was machen wir hier? Fragezeichen. Ja. Denn da ist Trinta, kann nicht sein. Ich habe gelernt direkt. Sehr Geil, stark. ein Stift, weg damit. Buff. Obvious, ja. Schade, das bringt leider nichts. Das ist nur Ja, Goldbuff. für uns jetzt auf jeden Fall nicht. Ja. Ne? Jetzt wollen wir aber einen Key farmen, Genau, richtig? du willst, wenn du Full Life bist, du willst eigentlich nie Full Life sein, so größtenteils, weil es kann hinter den Buffräumen immer ein Heal sein und wenn du Full Life bist, bist du Ja. halt überhealt und das bringt dir nichts. Deswegen immer Bringt so ein nix. bisschen auf 3/4 Leben chillen ist schon cool. Aber ist cool. ja, Okay. aber danach würde ich dann immer ausweichen. Also jetzt kannst du erstmal noch angreifen, ja. Mhm. So, Da nehmen wir die Tür. ja. Free Leben gespart. Dann nehmen wir die Tür. Mhm. Das ist kein schlimmer Debuff. Ist nicht schlimm. Puh, erkennst du das direkt? Ja, klar. Das ist minus, also weniger Gold. Okay, ach, wegen dem Zeichen dort, weil die sehen immer für mich so ähnlich aus. Es gibt ja auch die 5% Leben verlieren immer. Ne? Der Poison, ja. Die sehen, Ja, die sehen so ein bisschen ähnlich aus, oder? Ja, ein bisschen anders sieht der schon aus, aber Ja, okay. Guck, das zum Beispiel so die Erfahrungswert habe ich noch nicht. Alright. Fragezeichen. Den greifen wir auch gar nicht erst an, oder? genau, weil wenn du die Der steht sonst angreifst, auf. also vielleicht. nee, der kann auch liegen bleiben und dann kannst du auch irgendwas rauskriegen. Das Problem ist bloß, wenn der aufsteht und du greifst ihn an, dann macht der mehr Schaden als ein normales Monster. Deswegen lassen wir den generell erstmal einmal okay. liegen. Es sei denn, du hast One-Hit Wonder, dann kannst du ihn aufheben. Ja. Ja, So, das ist immer böse, also müssen wir links. Und wir nehmen auch den Schlüssel, weil wir brauchen ein paar Schlüssel, richtig? ja, du hast ja noch relativ viel Leben. Das kannst du erstmal eintauschen gegen den Key. So, Da nehmen wir aber die Variante. ja. Das ist eine Mimik. Ja, stark. Für alle, die vorhin gefragt haben, wenn das Dreieck mit der Spitze nach oben zeigt, Mimik und ganz gefährlich. Nicht angreifen. Es sei denn, ihr wollt ein Epic. Ihr solltet, ja. Ja. Zumindest im Zero Death Run nicht angreifen. Auch hier würden wir jetzt nochmal für einen Key gehen. Mhm. Ja, ich würde auch noch einmal angreifen und jetzt ab dann würde ich jetzt ausweichen. Okay. Okay, das ist wurscht. Aber hier gehen wir auch nochmal auf den Angriff. Genau. Ja? Ja, also jetzt ist halt so Standi-Situation. Also wenn du jetzt halt 3-mal angegriffen hast, hast du halt 3 Keys. Jetzt musst du halt gucken, dass du irgendwie Buffräume bekommst oder irgendwo. Ja. Irgendwie brauchen wir jetzt ein bisschen kleinen Boost. Weil ich würde jetzt noch nicht direkt die Schlüssel nehmen. Die nehmen wir nur, wenn wir in Bredouille geraten und noch jetzt zum Beispiel noch mehr getroffen werden, wenn wir jetzt nicht ausweichen sollten oder sowas. Das heißt, Jetzt erstmal ausweichen. ausweichen. Aber wir gehen schon durch die und verbrauchen keinen Key. Okay. Ja, Du unlucky. Dreckiger. Ich bin immer leider ein bisschen beleidigend gegenüber den Figuren in-game. Das kann passieren. Beleidigst du viel, ja? Naja, Generell? dreckiger ist eigentlich mein einziger. Ich sag jetzt nicht irgendwas wie schlimmere Sachen, aber dreckiger kommt schon doch häufig vor. Kann ich ja froh sein, dass ich vorher noch geduscht habe. Ja, du kriegst die Beleidigung nicht. Ja, Goldraum. Jetzt den hier, ne? Ja. Da kann der aber auch Ja. theoretisch schlecht sein. Aber das hier ist meistens Heal, oder? Das ist immer ein hier. Heal, okay, Ja. gut. Es gibt einmal den Geschichtenerzähler und den Brunnen und das sind beides immer Heals. Ja. Da kann aber auch, in dem Goldraum kann zum Beispiel auch der Boden des Lava sein oder sowas. Da kriegst du zum Beispiel auch Damage und so. Oder dieser komische Zombie mit der Lampe. Der ja. Blödmann. Den kannst du übrigens nicht dodgen. Also der macht ganz wenig Schaden. Gut zu wissen. Der macht ganz wenig Schaden, aber den kannst du nicht ausweichen. Okay. Ja. So, hier jetzt wieder das Fragezeichen, Genau, richtig? Genau. Ich frage immer lieber, bevor ich irgendwas ist richtig. Doofes mache und dann haben wir den Run verkackt. Ja. Ach geil, ich krieg hier auch dauernd Staub. Toll. So, den können wir aufmachen. Geil, noch mehr Staub. Und dann nehmen wir jetzt diese, richtig? Ja, ist eine Free-Ebene so. Genau. Ja. Mal Goldraum. Ja, So. würde ich auch
gambeln. Das Schlimmste, was passieren kann, ist halt Debuff oder verlierst einen Key. Ja. Aber ja, du brauchst irgendwas für einen Zero Death Run, brauchst du ein bisschen Luck. Das ist auch, Okay, komm. ist auch einfach ein Komm, bisschen Luck Luck. basiert. Ja, gut, okay. Zumindest nicht Immerhin Schlechtes. Gold. Ja. Okay, das ist jetzt schon ein bisschen kompliziert, weil Ja. Falle ist schon doof zum Anfang. Dahinter könnte noch ein Monster sein. Wenn du dann davon noch gehittet wirst, ist sehr bitter. Aber ich glaube, ich würde trotzdem die Falle tanken und dann versuchen auszuweichen. Es kann ja auch sein, dass kein Okay. Monster dahinter ist. Ja. Ist Ah ja, hallo Oma. Scheiße. Okay. Doppel. So, hier ist natürlich das klar, weil das ist sowieso Doppel. Beziehungsweise, wie viel Schaden ist das? Also, du hast manchmal die Situation, wo du so Falle gegen Opfertür hast. Mhm. Und die Falle macht tatsächlich weniger Damage als die Opfertür. Okay. Aber die Opfertür ist immer dann die safere Variante, wenn hinter der anderen ein Monster ist oder eine Falle ist mit Fluch oder sowas. Wenn du dir sowas nicht einbrocken willst, dann kann man auch, ich glaube, 3% mehr Damage tanken durch die Opfertür. Aber kannst du Ja. halt easy durch dann. Du musst die Truhe ja nicht annehmen. Okay. Da drin, ne? Ja. Ja, aber hier würde ich. Aber in diesem Fall Ja, nehmen wir die. genau. Wir müssen Oh halt Mann. irgendwie Glück haben mit Ausweichen und Buffs. Wenn das nicht ist. Das ist die Runs, wie gesagt, entscheiden sich auf den ersten Ebenen immer. Ja. Wir sind ausgewichen. Easy. Hier jetzt weiterhin die Ausweichvariante, richtig? Ja, würde ich machen. Okay, komm. Ja. Auch hier, weil das ist ja immer blöd. Korrekt. Also jetzt in dem Fall würde ich auch das Monster bevorzugen, ja. Mhm. Mhm. Okay. Das ist immer sehr viel situativ abhängig so. Mhm. Jetzt würde ich zum Beispiel in dem Fall schon eine Tür gambeln, dass wir dahinter Mal einen einen Buff haben. Ja. Leider nur ein Epic. Schade. Schade. Dann natürlich die Tür. Oh. Staub. Gibt es hier eine Präferenz? Nee, das ist Ist einfach RNG. random, ne? Komplett random. Ja. Toll. Der Hase. Oh, So, oh da Mann. würde ich jetzt tatsächlich eher die Fallentür, also die Curse-Tür nehmen. Okay. Ja, weil Falle bist du schon fast tot, wenn nicht sogar Tot, schon. ja. Also kann ich jetzt, also es könnte sehr knapp werden. Ja. Rechts macht erstmal keinen Damage. Geil. Den nehmen wir natürlich nicht, weil das wäre doppelt, ne? Ja. So. Toll. Ja, jetzt musst du, auch wenn es 2 kostet, musst du trotzdem die Tür nehmen, wenn du auf Zero Death Run gehen willst. Normalerweise würde ich das jetzt in dem Fall nicht empfehlen. Für Leute, die Ja. nicht auf Zero Death Run gehen, weil euch werden 2 Schlüssel abgezogen. Und Mhm. dann stackt ihr lieber dann ein paar Schlüssel für die nächste Ebene, anstatt jetzt hier 2 zu verbraten und noch auf einen Heal zu hoffen oder so. Dann sterbt ihr lieber Ja. einmal mehr, habt dann aber gute Schlüssel für die Ebenen, die danach mehr Damage machen dann. Ja. Ja, hier Okay. nehmen wir natürlich rechts, aber Ja, wir das- sind sowieso schon guckt. Das Ding ist auch durch, ja. Jetzt kommt der Zwischenboss. Oh, der uns umbringen wird. Ja. Second Run auch leider nicht geschafft. GG. Gleich ab GG. vom nächsten. Was ist so deine weiteste Ebene? Bis wohin bist du bisher so gekommen? Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube 35 Oh, was? Okay, glaube ich. Sorry. oder so. Ja, okay. Aber ich habe auch nie, also das wollte ich auch am Anfang eigentlich schon sagen, ich habe noch nie auf Zero Death Run gespielt. Ich habe das hier nebenbei quatschend, Musik hören, tanzend, Pilze spielen keine Rolex mäßig gespielt. Das heißt, ich bin noch nie wirklich reingegangen, um auf Zero Death Run zu spielen. Also ich habe dann auch wirklich spaßeshalber mal, also ne, noch keinerlei Mühe von meiner Seite bisher. Deswegen gut, Ja. dass wir es jetzt mal so tryen. Also heute sollst du zumindest definitiv weiterkommen als bis 35. Das denke ich auch. Hoffe ich auch. Okay, dann der dritte Run. Let's go. Ich hab Angst. Komm. Da nehmen wir rechts. Free. Ja. Würde ich erstmal machen. Man kann halt immer so dann die Free-Ebenen weiter, dass man in der Hoffnung, dass auf der nächsten Ebene irgendwie ein Buffraum ist oder sowas dann.
Alright, dann nehmen wir links. Hier in dem Fall. Ja, komm jetzt. Ach, hier brauchen wir jetzt eigentlich noch nicht, ne? Aber wenn man jetzt den 6 Räume Heal bekommen würde, dann könnte man ja auch gut angreifen und gleichzeitig immer wieder zurückhealen, ne? Das wäre ja gar nicht mal so schlecht. Also falls du den jetzt bekommst, dann kann man... Okay, das ist auch gut zum Start. Auch nicht schlecht für Keys. Aber dann nehmen wir erstmal trotzdem den. Ja. Oder jetzt gehen wir auf Key. Genau, weil wenn du jetzt zum Beispiel, kannst du einen Debuff dort weniger bekommen, der dir schadet, wenn du jetzt zum Beispiel minus 80% Ausweichen jetzt bekommst, dann ist das kein Debuff für dich, weil du jetzt in der Situation angreifen willst. Okay, ja, true. Ja, dann nehmen wir das trotzdem. Gucken wir mal, was wir bekommen. Wenn jetzt Damage oder Poison ist, okay, nice. Okay. Dann, let's go. Ja, leider Gold. 0 Keys. Hier nehmen wir aber weiterhin den, richtig? Ja. Der läuft ja nicht ab. Ah, der läuft nicht ab, okay. Es gibt manche, die laufen ab, manche laufen nicht ab, richtig? Ja. Genau, One-Hit Wonder und Heal läuft ab, ja. Ja, okay. Ja, ist er das? Ist er das? Würde ich jetzt gambeln. One-Hit Wonder wäre jetzt King. Okay. Okay, ist aber nicht schlimm. Wir wollen wir haben keine Schlüssel zum Türen öffnen. Ja, jetzt würde ich nochmal das gleiche Spiel, ja. Nochmal hier. Ja. Wir haben aber auch wirklich so kein Glück heute. So kein Glück, Wahnsinn. Jo, wir haben auch keinen Schlüssel, wir müssen rechts, ne? Nee, wir haben ja den Dietrich. 2 Stück. Ja. True. Und ich würde erstmal die Falle meiden, keinen unnötigen Damage kassieren und dann einfach jetzt erstmal den Lockpick nehmen dann. Vielleicht ist dahinter irgendwas... Okay, den lassen wir liegen. Den lassen wir liegen, den Arsch. Den lieben. Ja, ich merke schon. Ich bin auch ein bisschen aggressiv aktuell. Oh. Links oder rechts? Wir nehmen Ja, erstmal würde ich jetzt links nehmen, weil wir sind noch fast Full Life. Schlüsselfang. Okay. Wieso bist du aggressiv im Moment? Das haben sehr viele Frauen, bevor sie ihre Periode bekommen, dass sie dann so ein bisschen in der Phase davor ein bisschen wütender sind, sage ich mal. Das passiert manchmal. Sorry. Nö, das ist bei mir im Stream ein ganz offenes Thema, also. Okay, gut, easy. Gar kein Problem. Ja. Also greife ich den an für Key. Ja. Komm, gibt's. Wie bitte? Er ist Er gibt keinen. Zweimal jetzt schon keine Keys bekommen. Wir hätten jetzt schon 4 Stück haben können. Ja. Aber wir haben 0. Das Spiel möchte nicht, dass wir die Challenge schaffen heute. Ja. Na gut. Okay, ja, hier Fragezeichen. Ja. Greifen wir an oder nicht? Würde ich noch einmal machen, ja. Okay. Immerhin. Ja, danke. Ja, Falle wollen wir umgehen, dafür haben wir Lockpick, das nehmen wir mit. Stimmt, wir haben ja noch einen, den nehmen wir mit. Okay, gucken wir auch rein. Geil, Gold, können wir auch immer gebrauchen. Okay, dann greifen wir jetzt nochmal an. Sind wir dafür noch heil genug? Ja, ich würde schon, also wenn wir jetzt 2 Keys bekommen, dann haben wir 3 Schlüssel. Genau, den würde ich noch mitnehmen. Der sieht alt aus, der kann uns nichts anhaben. Ja! Genau. 2 Keys bekommen, let's go. Ja, und jetzt, das sind viele Fallen jetzt gerade. Also ich würde die nicht nehmen, also ich würde dann durch die Tür. Da gehen wir einfach durch. Leiche. Also hinter der Tür ist eigentlich immer schon, will man eigentlich immer schon Buff haben oder so. Zumindest ein Fass oder sowas. Das können wir gerade nicht, das kannst du nicht fassen. Wir haben aber auch wirklich Pech, also ich. Aua. Ach, komm. Komm hier, komm. So, greifen wir den jetzt an? Lieber nicht. Würde ich jetzt nicht mehr machen, ne. Ja. Kannst zwar noch 2 Keys bekommen, aber das, man will lieber dann ein bisschen auf Nummer sicher gehen dann. Ja. Dann müssen wir hier rein. Und ausweichen oder angreifen? Wahrscheinlich eher ausweichen, obwohl ausweichen können wir noch mindestens einmal, ne? Ja, ich überlege gerade, wir könnten noch einmal ausweichen und getroffen werden. Wir können jetzt aber auch noch auf 2 weitere Keys hoffen und dann alles verballern für Türen. Das ist jetzt der Gamble. Ich glaube, ich würde dann eher die offensivere Variante wählen und Full Risiko. Okay, wir greifen an. Komm. 4 Keys, schade, 3. Okay. 3. Ja, jetzt müssen wir ausweichen und ansonsten bist du tot. Okay. Oh, let's go. Rechts, durchgehen, komm.
Jetzt müssen wir die Tür nehmen, um auf den Buff zu hoffen. Ja. Richtig? Ja. Ich hab auch noch nie so oft Staub gehabt wie heute. Also wie Wirklich? gesagt, normalerweise jetzt würde ich nicht die ganzen Schlüssel verbraten nochmal an der Stelle, ne? Aber wir spielen explizit auf Zero Dash Run. Ansonsten einfach versuchen, so weit wie möglich zu kommen. Im Normalfall hätte ich jetzt gesagt, rechts durch Fragezeichen, versuchen bis zum Endboss irgendwie 4, 5 Keys und dann geht man nächsten Tag nochmal rein, wenn man Free-to-Play spielt. Ja. Wir gehen auf Zero Dash Run, das heißt, wir dürfen eh nicht sterben. Also ja, nehmen wir alles Müssen mit, wir was links gehen. kriegen können. Ja. Staub. Komm hier, komm. Wir werden tot. In beiden Fällen wahrscheinlich, oder? Nein, okay, greif uns nicht an. Ja, auch hier wieder. Au. Okay. Wir leben noch. Jetzt müssen wir aber durch die Tür, um zu gucken. Richtig? Ja. Aber wir können ja jetzt nichts mehr gewinnen, großartig. Ja. Geil, toll. Komm. Der Sechser hier kann immer noch alles drehen. Okay, das bringt leider nichts. Now we're dead again. Oh, wir leben noch. Ja, aber wir haben auch kein Key mehr. Nee, jetzt haben wir unser Pulver verschossen. Komm, wir überleben jetzt. Aber dann können wir ja trotzdem nicht. Wir sind eh jetzt tot. Ja, das war's. Na gut. Das war der dritte Run, richtig? Ja. Das war der dritte. Ja, 1, 2, 3. Den 20er lasse ich mir übrig, weil das wird dann der sein, auf dem wir weiterspielen. Ah, okay. Das wird dann der, auf dem wir es hoffentlich schaffen heute. Ja. Musst du schaffen, ansonsten zweifle ich auch so ein bisschen an mir selbst. Meine Runs liefen auch schon nicht gut. Und, wirklich, aber dann ja gut, vielleicht lag es dann an dir. Ja. Nein. Okay. Number 4. Wird man von seinen eigenen Kollegen noch geroastet und dann kommt man zu Nisa im Stream, kriegt ja auch noch eine ab. Okay, rein. Drecks-RNG bisher, genau. Es liegt nicht an uns. Fragezeichen. Mhm. Ja, da muss ich ja jetzt nicht mehr viel sagen, ne? Genau, nee, da wird... Oh, komm jetzt hier, komm. Ja, okay, wenigstens. Fragezeichen nehmen wir. Ja, das ist sehr gut. So nehme ich. Weg damit. Keine Zeit dafür. Jetzt gehen wir natürlich 4 Keys. Her da. Ja, so. auch noch mal durch den Buffraum, weil dahinter ist auch ein Monster. Und okay, easy. Geil, aber wir jetzt... Ach, scheiße. Ja, jetzt haben wir Wasted Heal, na gut. Ja, manchmal macht man so runter, wird man so zugeschissen und dann hast du so, da kommt dann gar nichts. Unnötig zugeschissen. Hier gehen wir aber weiter hier auch durch. Komm. Tja, jetzt ist... Goldraum, ja, trotzdem. Trotzdem Goldraum nehmen wir? Ja, weil deine Buffs laufen jetzt eh gleich ab, die du brauchst. Ja. Ja, den machen wir trotzdem. Würde ich gambeln. Der Profi. Der Profi-Coach hier. Oh Mann, und hier ist jetzt nicht mein... Also wirklich. Ja. Ich habe mir so ausgemalt, dass wir es im allerersten Run einfach schaffen heute. Boah, das wäre aber auch ein bisschen low. Das wäre cool gewesen. Ja, wäre auch low für die Challenge gewesen, muss man ehrlich sagen. Ja. Okay, ja, also aus einem 4er One-Hit-Wonder einen Schlüssel zu holen, ist leider auch echt nicht gut. Ja. Aber was willst du machen? Ja, jetzt müssen wir erstmal wieder von unserem Full Life weg. Her mit dem Key, immerhin. Den greife ich auch nochmal an, ja, ne? Wir sind ja noch voll relativ. Den auch nochmal? Ja. Oh, ja, okay. Oder auch nicht. Also am besten natürlich mit einem Buff, aber einen würde ich mitnehmen. Erstmal. Noch einen Gegner? Ja. Mhm. Genau, 4 Keys. So, da hätten wir jetzt die Falle ja free jetzt. Ja. Aber würde ich auch erstmal versuchen zu nehmen. Also man will am besten auf 4 Schlüssel erstmal chillen. So, okay. Wenn es klappt. Also gehen wir hier durch. Ja. Und greifen auch an? Mit unserem Leben hier? Das ist halt immer so der Gamble. Wir haben halt jetzt 4 Keys, das ist eigentlich erstmal okay. Wenn wir angreifen, sind wir halt schon wieder fast, ja, dann brauchen wir nur noch 2, 3 Hits irgendwie, dann sind wir schon wieder fast tot. Das Ding ist, wenn wir jetzt fliehen, haben wir die Chance halt, dass wir trotzdem getroffen werden. Ja.
Ja, wir versuchen es mal mit ein bisschen mehr Schlüssel. Greif ihn mal an. Mhm. Ein bisschen mehr Risiko. Okay. Ja, GG. immer. Gar nichts. Es hat nicht mal gebracht. Naja, ist egal. RNG ist heute nicht für uns da. So, ab jetzt. Ja, ich würde schon versuchen, mal einen Key zu nehmen. Also durch die Tür. Ein Key noch zu bekommen. Oder ja, ich würde durch die Tür. Ich würde irgendwie. Okay. Du musst irgendwie das Glück haben mit einem dicken Buff. Wir Mhm. haben leider noch gar keinen einzigen großen bekommen. Irgendwie Heute nur immer die noch kleinen. gar nicht. Naja, immer so diese Vierer oder so. Ja, jetzt würde ich schon ausweichen. Mhm. Stark. Ich sehe, wo das Stark. hingeht heute hier. Ja. In 3 Stunden leiden. Mhm. Spießruten Ja, drauf. hier ist egal. Geil, Staub. Falle? Hier könnte ja auch ein Boss hinter sein, ne? Ein Gegner. Nee, Monster. hinter der Tür nicht. Ach so, okay. Nee, Das heißt, wir gehen hier durch. Ja. Sind halt leider dann wieder auf wenig Keys, aber wir hoffen auf einen Buff, der uns dann carried. Hier gehen wir durch das Fragezeichen. Mhm. Komm, Heal, komm. Ja! Ja, okay. Das erste Mal. Yay! Jetzt kannst du tatsächlich auch wieder ein Monster angreifen. Ja. Für noch einen Key. Komm, Mhm. gib her. Ja. Hier gehen wir aber hier durch, ne? Genau. 100 Sanduhren, danke dir. Ich hab nur 6000. Komm, welcher ist gut, welcher ist gut? Der hier. Oh, Staub, lecker. Hier. Wollen wir noch auf den Key? Oder wollen wir. Ja, Fragezeichen und Monster angreifen. Also vom Leben ist noch okay. Aber danach will Okay. ich jetzt nichts mehr verlieren, weil der Endboss macht dann schon nochmal ein bisschen Damage. Der macht. Wie viel macht der? 50 oder 40? Nee, ich glaube 25. Der Ach erste. so, okay. Aber Okay, es ach ist so. Ah, okay. Trotzdem immer noch relativ viel zum Start. Okay, da. Wir haben noch eine Free. Ja. Ja, ich 23%, okay. Ja, ich würde glaube ich, Monster und dann fliehen. Dann 4 Schlüssel auf der 25. Ebene wäre dann schon okay. Ja, würde ich gerne. Komm. So einmal nicht getroffen werden? Ja! Okay, nice. So, Yes! jetzt ist sehr entscheidend, die Glyphen. Die sind Ja. oder die Schicksals. Da gibt es ja eine Tierlist. Die kenne ich sogar auch. Nicht auswendig, aber ich weiß. Mhm. Okay. Ja, ist klar. Nur Bullshit. Kein Rabbit. So, welches ist das wenigstens schlechte? Also das ist Monster hinter den Türen, das wollen wir gar nicht haben. Ja. Das linke, das mittlere ist okay, aber ich glaube, das rechte ist in dem Fall das geringste Übel. Da haben wir, dass die Buffs 1 länger halten, aber wir dürfen in dem Fall dann keine Fässer mehr annehmen. Das müssen wir uns merken jetzt dann. Ich würde das nehmen. Okay, keine Fässer mehr, okay. Ja, Alright. weil jetzt haben wir minus 50%, dass Mhm. da ein Debuff kommt. Also, Das gilt aber nicht für die. nee, das geht nur für die Fässer. Ja. Also gehen die, wir hier durch. Die Fässer darfst du nicht anfassen. Mhm. Ja, ich Also gehe für die Glückstür. Ja, stark. Jetzt kannst du nicht ausweichen, jetzt musst du fighten. Wir reifen eh an dann, okay. Ja. Oh Gott. Ja, da wollen wir jetzt am besten versuchen, irgendwie so durchzumanövrieren. Links ist halt höchstwahrscheinlich ein Monster. Rechts könntest du Ja. ganz knapp überleben. Also das Monster macht auf jeden Fall mehr Damage. Ist halt die Frage, ist da ein Monster hinter? Ja, das weiß man nicht. Aber Ja. Bei meinem Glück ja. ich würde in dem Fall versuchen, Opfertür, weil du kannst beim Monster eh nicht ausweichen. Wenn da Ja, eins weil ist. wir 18, ja. Ja. Wir haben überlebt. Und jetzt müssen wir Türen nehmen. Mhm. Schade. Und das ist es gewesen, wenn da ein Monster hinter ist. Jo. Scheiße. Okay. Ja, stark. Stark. Stark schlecht. Okay, wir haben noch 4 Tries. For free direkt rein und danach müssen wir den auch noch zu Ende spielen. Das kostet ja auch noch mal Zeit, ne? Das kostet Zeit, da musst du Den durchrushen. jeweiligen.
Ja. Das ist immer übelst der Spießrutenlauf, wenn du auf den ersten Ebenen verkackst und dann musst du bis zu 100 durch, bevor du wieder anfangen kannst. Ja. Ja, das ist wirklich. Deswegen habe ich die extra vorbereitet, aber ja, so viel Zeit haben wir jetzt nicht mehr, den Zero Death Run. Nee. Okay, da nehme ich links, richtig? Ja. Hier das Fragezeichen und Staub. Ah, nee, Gold, immerhin. Fragezeichen. Schrei, ganz schnell Stopp, falls ich was Falsches sage. Ja, Ich warte mal ganz kurz, bevor ich drücke. Ja, okay. Dann nehmen wir den hier. Mhm. Richtig gut. Ja, Das ist schon mal gut. nicht so schlecht. Mal nicht so schlecht. Dann greifen wir hier natürlich an. Oh, Gehen wir trotzdem auf den? Ich würde zum Anfang immer gambeln. Ja, mhm. Schade. Geil, hier. Das ist egal. Du Ah ja, hast ja sowieso One Hit Wonder. genau, zumindest noch 2 Runden lang. Danach müssen wir versuchen zu dodgen dann irgendwie. Mhm. Okay. Da kann jetzt, ja, jetzt dodgen wir aber, weil, oder? Ja, Versuch. Also, ja, klar, trifft er. Natürlich trifft der Blödmann. Ja, ich würde auf Safe jetzt einen Schlüssel nehmen. Mhm. Oh, komm. Digga, das ist krass. Okay, ja, jetzt Monster fighten. So, genau. Komm, hier. Der kommt leider ein bisschen zu Immerhin. spät. Ja. Ja, den würde ich noch mitnehmen. Leider nur ein Key. Ja, nur einen bekommen. Und jetzt können wir leider noch nicht die Türen nehmen. Ja. Ja, ich würde nochmal ein Monster fighten. Wieder nur ein Key. Stark. Dreck. Okay. Dann mit dem Heal da und ausweichen, oder? Mit dem Leben meine ich. Ja, ich würde Fragezeichen ausweichen, ja. Oh, du Dreck. Das klappt gar nichts heute. Okay. Wirklich? Ja, jetzt sind wir schon wieder auf dem Lebensbereich, wo man ja, Türen nehmen sollte dann. Müssen wir auch weiterhin, ne? Ja. Danke für das viele Gold. Spielst du die alle aktiv? Ja, Wow. Wie viele hast du aktive Accounts, die du... 8. Aber ich werde keinem gerecht aktuell, deswegen ist das nicht so schlau. Das muss ich ab EU 27 besser managen und besser machen. Mhm. So. Weiterhin Tür, ne? Oder? Ja, würde ich nochmal. Danke für nichts. Nochmal eine Tür. Come on. Komm, hier, komm. Ja, Ja, immerhin, auch nur ein immerhin. kleiner. Aber das, ja, Also nur ein es- kleiner. Ja, würde jetzt Monster Ausweichen, oder? Oder angreifen sogar. Oh, guck mal. angreifen. Schau, ich krieg jetzt den gleichen nochmal. Ja, nix. Sogar noch schlechter. Ich glaube, da sitzt jemand bei Playa und boykottiert das Ganze aktiv. Florian, Ja. guckst du hier zu? Nee, wenn Florian zuschaut, ist eigentlich immer ein gutes Zeichen. Der war bei meinem ersten Zero Death Run letzten okay. dabei. Ja, Okay. der ist Wie zufälligerweise sind so die im Chat, Erfolgsaussichten? Ah im ja. Chat, ins Chat gespawnt und dann habe ich ganz Ja. zufällig den ersten Zero Death Run gehabt. Ah. Wie sind so die Erfolgsaussichten für ein Zero Death Run? Gibt es dazu irgendwelche prozentualen Werte? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, also die Challenge, dass du deinen ersten Zero Death Run hier bekommst, die kann innerhalb von 20 Minuten vorbei sein, die kann aber auch 10 Stunden dauern. Ja. Deswegen ist 3 schon eigentlich eine gute Zahl, ne? Würde ich auch sagen, ja. Gut, dann machen wir hier jetzt ein Aus... Ach nee. Ah doch, wir sollten ausweichen, oder? Wegen dem hier. Ja, wir sind aber auch schon fast beim Zwischenboss Mhm. und wir haben nicht viele Keys. Wenn wir jetzt nur ausweichen bis dahin, haben wir ein Key auf den nächsten Ebenen, macht keinen Sinn. Ja. Ich würde dann angreifen und wir jetzt auf den Heal hoffen dann. Einfach in den nächsten Etagen. Also angreifen. Ja.
Aua. Zumindest mal 2 Keys, das ist schon mal gut. Geil, immerhin. Dann die Tür und irgendwie Buff. beten. Mimikdal, danke. Dann nehmen wir die hier. Ja. Höre ich da einen Gena? Nein. Das KI. Mein Coach schläft ein. Das ist natürlich eine extra Challenge hier heute, aber Ja. die ich mir so auferlegt habe hier. 2 Keys haben wir noch. Dann hätten wir wieder nur einen auf der letzten Stufe. Aber wenn wir links gehen, dann... Da kommt ein Monster. Und das müssten wir fighten, weil wenn wir ausweichen und getroffen werden, sind wir tot beim Endboss. Also beim Zwischenboss. Ja, also Ausweichen und Schaden gibt mehr Schaden als Angreifen und Schaden. Ja. Aha. Minimal. Deswegen... Okay. Ja, du musst eigentlich jetzt weiterhin gamblen. Also das mit safen Playstyle ist da nichts. Also würde ich Tür und irgendwie einen Heal oder Hier, komm. irgendwas. Komm. Irgendwas jetzt einfach. Okay, zumindest besser als... Zumindest keinen Debuff. Ja. Okay. So, wenn wir jetzt Geil, eine Klopapier. Seele bekommen würden. Oh nee, das blaue Wunder. Digga, so sah das bei mir die letzten Das ist 30 Runs Wahnsinn. aus. Das ist, Aber du hast auch schon Zero Death Runs geschafft, diesen LD, oder? wo ich gleich, wie viel hatte ich? Ja, 8 Stück habe ich diesen Schon einige. LD. Okay. Ja. Es ist also nicht unmöglich. Die haben das nicht einfach runtergeschraubt. Nee, das ist, aber die Anfangsrunden sind leider auch sehr entscheidend da. Ja. Und das ist auch nur Not gegen Elend. So, welche sind denn jetzt hier für den Zero Death Run die besten? Das ist ja wahrscheinlich auch nicht 100% überschneidend mit insgesamt die besten und für den Zero Death Run die besten. Mal den rechten nochmal. Ich habe das immer nicht auf, ich habe es immer auf Deutsch. Ach so, ja. Ja, da ist da von den dreien die beste. Ist das. Den nehmen wir. Ja, Okay. der Debuff ist halt richtig hart, weil jede Falle macht jetzt einen Fluch. Mhm. Aber Jede Falle. Ja. Dreck. Das hat aber auch einen Vorteil, weil die Fallen machen jetzt kein Damage mehr. Also du kriegst ja Okay. Instant Damage durch die Falle, aber jetzt kriegst du immer nur einen Debuff. Wieder was gelernt. Das wusste ich noch nicht. Ja, let's go. Okay, weiter geht's. Komm, Heal. Dicker Heal, komm. Ja, wir können durch den Dietrich ja ein paar Türen aufmachen, wenn wir Stimmt. jetzt ausweichen. Setzt das Ausweichen auf auf jeden Fall. Oder? Ja. Müssen wir ja sonst, Ja, sonst wäre das. Das war da bis. Oh, cool. Okay. Dann Türen jetzt erstmal, bis es hier aufgebraucht ist wahrscheinlich. Komm, Heal, komm. Auch nicht schlecht. Ja, Achter. Okay, und jetzt kannst du Nehmen wir. Jetzt kannst du richtig Gas geben. So, jetzt kommen wir nämlich zum interessanten Teil. Ja. Du hast jetzt Fallenentschärfer, das heißt, die Fallen machen dir jetzt sowieso nichts mehr. Das ist sehr gut. Das ist ein guter Konter gegen die Rune. 8 One-Hit-Wonder kannst du jetzt erstmal bis zum nächsten Schlüsselhändler dich durchcarryen. Was du jetzt haben willst, ist 3 Schlüssel, da musst du jetzt drauf kommen. Also, bevor der Schlüsselhändler kommt, musst du jetzt 3 Stück haben. Okay. Gold ist nicht gut? Okay. Ab der 30. Ebene Mist. kann jetzt schon der Schlüsselhändler kommen. Jede Ebene. Es kommt einmal ein Schlüsselhändler von 30 bis 40 in der Range. Dann ab der nächsten Etage, ab 50, kann der dann von 60 bis 70 kommen. Und auf der allerletzten Etage kann der Schlüsselhändler dann von 80 bis 90 spawnen. Also er hat immer eine Range von 10 Etagen. Okay. Okay, also hoffen wir mal, dass der jetzt noch nicht kommt, weil jetzt hast du einen Key zu wenig. Das hoffen wir. Du willst halt immer auf... Na, das ist krass. Was ist das hier? Okay, dann nehmen wir anstatt dem 6-fach-Heal, nehmen wir jetzt hier für 2 Keys den 50% Buff. Das ist so ein Flügeltrank. Den hier? Nee, den großen. Der kostet dann, glaube ich, 2? Jetzt muss ich gerade mal gucken. 2 oder 3? Nee, der kostet 2, weil normalerweise willst du den 6 mal 20 haben. Ja. Aber jetzt nehmen wir den einmal 50%. Das sind insgesamt 10% weniger als 6 mal 20. Aber kostet auch ein Schlüssel weniger. Aber wir brauchen jetzt halt einen Heal.
Deswegen, und so willst du immer gucken, dass du genug Schlüssel hast bis zu den Etagen. Ja. Mindestens 3, was gut wäre 4, weil dann kannst du dir auch mit 4 dann das große One-Hit-Wonder kaufen. Der kostet Oh, auch der 3. kostet 3? Okay, das hatte ich nicht auf dem Schirm. Scheiße, dann nehmen wir den 3x10, ne? Ja, das ist dann der beste, ja. Müssen wir dann. Den ja, hier. Den. Alright. Der kostet, das macht gar keinen Der Sinn. kostet. Frech. Okay, gut, egal. Also, Schlüsselfarm, Fallnetzschärfer und One-Hit-Wonder auf die Monster. Ach, haben wir ja noch, genau, auf die Monster drauf. Alright. Nochmal aufs Monster. Was machen wir hier? Den? Den würde ich jetzt liegen lassen, weil Okay. wir haben One-Hit-Wonder, den würde ich nutzen. Hast du noch kurz überlegt? Ja, weil wir brauchen Da war ich irgendwie zu schnell. noch einen Heal, aber ja, Half-Life ist halt nicht so nice. Aber machen wir erstmal die Monster und dann gucken wir mal, was wir kriegen. Also erstmal One-Hit-Wonder auf Monster bashen. 2 Stück hast du noch, das willst du immer verbrauchen. Mhm. So, Komm, 6 Keys. So. 6 Keys. 6 Wollen wir Keys. nochmal Heal gucken? Jo. Ich würde jetzt eine Tür nehmen. Auf Half-Life kann man gut mal machen. So. Da würde ich jetzt auf jeden Fall dann schon mit 5 Keys versuchen auszuweichen beim Monster. Und jetzt kommt wieder die kritische Phase. Ja. Okay. Dann würde ich jetzt auf 4 Schlüssel runter und eine Tür nehmen. Ja, Danke für nichts, Tür. ja, man braucht immer so konstant ein bisschen Lack. Ja, dann Fragezeichen ausweichen und hoffen, dass da noch irgendwas kommt. Dasselbe Spiel normal. Wir müssen irgendwie an Leben rankommen, weil ansonsten wird's... Okay, das ist jetzt... Okay, Tür. Ja, Tür auf jeden Fall, weil der 50er macht natürlich schon mal wieder ein bisschen mehr Damage als der 25er. Du bist jetzt übrigens schon weiter als dein Rekord. Stimmt. Ich weiß halt nicht mehr genau, wie der Rekord war, weil ich da nie drauf geachtet habe, aber Okay. schon mal nicht schlecht für heute. Ja, sehr gut. Es war sogar ein Heal großer... aus der Schublade. Nice. Man darf auch mal Glück haben. Okay, Man darf auch mal Glück haben. wir sind auf 2 Keys. Das ist leider einer zu wenig. Deswegen würde ich... Ja, du brauchst einen Key. Ich würde, glaube ich, jetzt einmal angreifen und dann versuchen zu fliehen die ganze Zeit. Okay. Ja, einmal kann man tanken, nichts bekommen. Brüpp. Mann. Jetzt müssen wir, oder? Ich würde versuchen, noch einmal auszuweichen und danach würde ich dann die Türen nehmen. Ja, jetzt musst du gammeln, Glücksrad. Bringt nichts leider, schade. Nochmal? Noch Chance, ja. Bringt leider auch nicht viel. Außer, dass wir durch die Türen jetzt gehen können, zweimal. Ja. Oder einmal. Ja, geil. Solltest du Damit vielleicht sterben noch wir auch. ganz knapp überleben. Oder? Aber Meinst du? ja, könnte ganz knapp werden, ja. Siehst du, Tatsache, wir ist, leben noch! Und wieder Schrottrun. Das gefällt Krass. mir doch. Das gefällt dir. Naja. Ja, das ist gar nicht gut für einen Zero-Dash-Run. Das increase the chance of keys from fight. Nee, das wollen wir auch nicht. Ich glaube, rechts ist, glaube ich, das Beste. Also alles dumm. Ja, Blessings von Barrel. Okay, das ist sogar Ja, krass. okay. Das ist krass mit der, die wir haben, weil wir haben erhöhte Chance, jetzt 50% auf Blessing aus dem Barrel. Plus, ich glaube, was war das andere? 40% auf ein besseres Blessing. Also das ist Ja, dann okay. ein höheres dann noch so. Komm jetzt Glück. Komm, Jetzt ein paar Barrels. komm. Jetzt müssen wir noch ein paar Barrels finden. Wir leben noch auf 51. Ja, gerade so. Das nehmen wir nicht. Richtig. Ich habe Nein, noch das Tutorial. du kannst die Challenge-Tür nehmen, weil wenn du die Challenge-Tür nimmst, dann kannst du auf der ersten Ebene verlassen. Das ist dasselbe, als ob du gegen das Monster jetzt rechts fightest. Und danach, falls du jetzt fliehen solltest, kriegst du eine Gibt's eine Tür. Belohnungs. Genau, und das ist dann ein Raum weiter quasi. Also gehen wir links. Ja, und dann sofort fliehen und dann verlassen. Wenn's klappt. Okay.
Wir leben noch. Nice. Jetzt gehen wir hier raus. Ja, jetzt kannst du nehmen die fressen. Kiste auf. Genau, und das ist halt eine Free-Ebene. Und Okay. jetzt treten. Hallo, Wermut, grüß dich. Habe ich bei dir gesehen, deswegen. Moin, So. moin. Jetzt rechts, weil sonst bin ich tot, wenn ich getroffen werde, Ja, richtig? Ja, ja. Wir können ja eh noch umsonst durch. Ja, also jetzt müsste mal ein Fass kommen, so, wenn das Spiel fair wäre. Also Tür. Okay. Schade. Aber Ja, kleiner. Kleider, immerhin. Mm, Oh. Aber wir haben noch die Trap. Ja, müssen wir Nehmen auch wir links, nutzen. Ja, einen Hit solltest du jetzt auch tanken können. Also, Einen Hit, wenn wir ausweichen und angreifen? Nee, also wenn du ausweichst, solltest du den überleben. Einmal noch. Also falls du jetzt getroffen wirst. Okay. Das Dumme ist jetzt halt, wir müssen eigentlich jetzt irgendwie was nehmen, weil wir haben zu wenig Keys für den Schlüsselhändler. Der kann jetzt ab 60 kommen, ab Ebene 60. Ja, hattest du gesagt, ja, ab Genau. 60. Und da brauchen wir aber ein Minimum von 3 Keys, um da irgendwas zu machen. Ansonsten passiert da nicht viel. Das heißt, wir müssen jetzt schon den letzten Key vergammeln und hoffen, irgendwas zu bekommen. Ja. Toll. Und Dorothy, wie geht's dir jetzt? Ja, Nita hält mich wach. Das passt schon. Wir haben es ja fast geschafft. Okay, ja. Das kannst du ja nichts großartig machen. Außer Fragezeichen. Ja, richtig. Da gibt es ja keine andere Alternative. Komm. Ja. Wir leben noch. Wir leben noch. Ha. Jetzt nicht mehr. Doch. Doch, da kannst du auch noch durch. Aber das bringt dir halt Wir leider leben noch. nichts. Weil, ja, Ja, jetzt. das hat halt leider kein Potenzial. Also, Ja. hier mit 3 Schlüsseln oder 4 wäre gut. Aber ansonsten, Ja. 61. 61 schon mal besser als alle anderen. So, jetzt muss ich ganz, ganz kurz, bevor wir in den nächsten reingehen, kurz Pipi. Jo. Also Alles für alle, klar. die kurz Pipi missen, ich flitze ganz schnell und bin sofort wieder da. Jo, bis gleich. Uah. So. Jetzt muss ich auch mal in den Chat reinlurken hier bei Nisa. Aber ich habe das hier alles hier so. Hallo auch an den Chat von Nisa. Sorry, dass ich nicht so viel gerade auf den Chat eingehe, aber ja, es muss mich ein bisschen concentraten hier. Marin, Dankeschön auch für ein Follow. Bilet, Attila und Budapester Bumsorchester, Dankeschön für die 7 Monate Sub. Vielen, vielen lieben Dank. Grüße gehen raus an der Stelle. Ja, Freunde, ich hoffe, euch geht's gut. Hallöchen auch an den Chat von Nisa. Ich sehe euch jetzt gerade. Moin, moin. Grüße, was geht? Dankeschön, Freunde. Macht auf jeden Fall Spaß. Wie gefällt es euch bisher so? Ich finde es eigentlich ganz nice. Es macht Spaß. Auch wenn die Runs jetzt gerade nicht so gut laufen, aber macht definitiv Bock. Bist sehr charmant heute. Was für heute? Hallo? Also, ist ja wohl immer. Da bin ich wieder. Ja, moin. Extra ohne Hände waschen. Nein, Spaß. Ich habe natürlich Hände gewaschen, selbstverständlich. Ja, auch selbstverständlich. Wascht ihr immer Hände? Jedes einzelne Mal, seid ehrlich. Das hat Priorität, muss man auch mal setzen. Genau, ganz genau. Na, sure. Okay, weiter geht's. So, die letzten 2 Free Tries, wo wir nicht durchspielen müssen komplett. Und danach haben wir sogar noch mehr. Noch mehr Nachteile. Müssen wir richtig durchrushen. Aber dann können wir uns vielleicht auch zwischendurch ein bisschen entspannen. Ja. Ich habe ja so gesagt, die erste Stunde ist so eher so für Coachen. So schon angedacht. Deswegen, wir wollten erst, haben überlegt, ob wir erst 2 Stunden machen. Aber eine Stunde ist alleine schon weg fürs Erklären. Okay. Ja, Ja, da weiß ich ja jetzt schon, was Sache ist hier. Mhm. Aber ich kann sagen, ich habe schon Sachen dazugelernt heute. Und ich kenne mich natürlich auch schon ein bisschen aus, aber auch jetzt schon Sachen gelernt, die ich vorher nicht auf dem Schirm hatte. Ja, es fehlt dann nachher nur noch so ein bisschen das Glück, aber ansonsten. Genau. Ja,
Also ich hatte, und deswegen bin ich eigentlich auch so auf die Idee gekommen, letzten LD hatte ich zum Beispiel Kepso auch gecoacht und ja, ich sag mal so, der Meister wurde jetzt auch besiegt in der Challenge, also er hat mich jetzt auch er hat gewonnen. er hat gewonnen bei der Challenge. Du musst das englische Video machen. Ja. Sehr gut. So, hier nehme ich das Fragezeichen nochmal, ne? Ja, oder? Ja. Und kämpfe auch. Ja, versuch mal die Tür zu nehmen, sonst links. Stimmt. Geht ja gar nicht. Ja. Hier kämpfe ich auch nochmal, ne? Ja, genau. So, Fragezeichen, genau. Ja, Dietrich, immer gut. Nehmen wir dann auch direkt, oder? Nö, würde ich noch nicht machen. Jetzt noch nicht? Einmal die laufen nicht ab, ne? Gut. Genau, ja. Es ist halt nur ärgerlich, wenn man so einen Big Heal bekommt und dann kannst du nichts machen. So, da ist jetzt perfekte Situation für den Dietrich. Ja. Nehmen wir, genau. Ach komm. Schade. Toll. Ich brauche kein Gold. Also jetzt gerade brauche ich kein Gold. Greifen wir nochmal an. Mit unserer Lebenssituation. Ja, würde ich machen. Ich dachte kurz, du bist eingeschlafen. Ja, ich musste kurz überlegen. Okay. Okay, Schwierig. Ich würde, glaube ich, sogar die Curse-Tür nehmen. Es können auch Debuffs drin sein, die nicht wirklich Debuffs sind, so. Aber. Nicht schlimm sind. Ja. Okay, ist zum Beispiel Semi. Hätte schlimmer kommen können, wenn wir jetzt halt irgendwie. Also, wir können ja erstmal einen Raum dodgen durch den Dietrich. Den haben wir immer noch. Goldraum dann erstmal, genau. Ja, einfach nichts. Auch nicht schlecht. Nee, ist Wasser, tatsächlich. Ah. Da steigt Wasser. Wenn du da drinnen bleibst, ertrinkst du. Okay. Das ist eine Trapdoor. Die Gegner skalieren im Legendary Dungeon im Grunde also gar nicht. Du kannst mit Level 0 da reingehen, ne? Oder mit Level 1 und das ist genau das gleiche. Ab 50 kannst du rein. Ab 50, ja. Wenn du, also egal welches Level, natürlich musste das Mindestlevel sein, es ist immer das gleiche. Ausrüstung ist auch egal, in dem Sinne, ne? Was die Heal und so angeht. Qualität. Nur die Item-Qualität. Genau. Genau, ja. Fragezeichen. Oh, 10-mal ausweichen. Ja, das ist jetzt plus minus 0. Ja, okay. Aber nachdem, wenn der abgelaufen ist, dann können wir. Ja. Wir haben noch einmal Dietrich. Nehmen wir den, oder? Ja, würde ich machen. Ah ja, geil, danke. So, jetzt weichen wir aus, richtig? Jetzt kannst du erstmal ausweichen, ja. Also im Best Case wollen wir noch trotzdem irgendwie einen Heal mitnehmen und ein paar Schussfallen auf der Ebene, aber wenn wir jetzt erstmal free vorankommen, kommen wir free voran. Den nehmen wir trotzdem Komm hier. mit. Okay. Von 6 auf 5. Ja. Oh. Pech ist heute unser stetiger Begleiter. Nehmen wir den, um Glück zu haben? Oder weichen wir aus? Wir hatten sehr viel häufiger Pech heute dort, aber... Ja, wir können auch erstmal versuchen, safe auf die 25 zu kommen und dann erstmal gucken, was wir für eine Glyphe kriegen. Das entscheidet dann nochmal viel. Da ist ein Heal drin. Entscheid du. Scheiße. Scheiße, Mann, das ist kein Heal-Cursed. Da hast du dich vertan. Ja, da hat er seinen Namen alle Ehre gemacht. Ja, Cursed. Wirklich. Ja. Okay, dann dodgen. Ja, jetzt ist halt Krise. Weil wir kriegen jetzt halt richtig Krise, wir kriegen trotzdem Schaden. Ach, so ein Dreck. Ich brauche Heal. Okay, diese Runde geht auf Cursed, dass ihr Bescheid wisst. Ja, jo. Tja, das war's. Ja, hätten wir jetzt safe gespielt, hätten wir, hätte Herrentoilette. Okay. Okay, neuer Run, neues Glück. Das war Run Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Nummer 7. Nummer 7 ist da. Ja. Die 8. wird ein Zero Death Run. Gut. Sehr gut. Guter Troll, ja. Kirst hat das extra gemacht. Der möchte nur länger die Challenge sehen. Ja, okay. So, dann nehmen wir links. Fragezeichen. Mhm. Toll. Gold. Wir brauchen noch kein Gold. Hier greifen wir aber an dann, ne? Wir haben ja noch gut Heal da. Jo. Diese Tür mit der Hoffnung auf Glück. Ah ja, danke. Na gut, aber ist egal. Ja, der ist nicht Der ist uns komplett wurscht. Was willst du machen? So. Ich glaube, ich würde... Oh, ja. Die Falle nehmen, glaube ich. Oder? Hätte ich auch gemacht. Das ist beides. Ja. Weil wenn du so einen dicken Debuff hast mit minus 50%, dann bist du halt instant, dann kannst du gar nichts Ja, mehr wir haben machen. am Anfang ja auch immer eigentlich eher Pech. Greifen wir denn hier auch noch zusätzlich an? Ja. Immerhin einen Key bekommen. Tja. Dann nehmen wir dann aber die hier, oder? Mhm. Ich würde sogar nochmal dann angreifen, weil wir haben auch erst einen Key. Das ist leider echt Immerhin nicht haben wir einen Key bekommen. Und hier sagst du nochmal angreifen. viel. Sorry. Man darf, nach so vielen Stunden ist erlaubt. Boah, nee, lass gamblen. Also ich will da irgendwie jetzt einen Heal oder einen One-Hit-Wonder. Unter der Tür. Ja. Also ob du jetzt einnimmst oder nachher später. Immerhin ein Key Okay. hatte ich Ja. da. Immerhin 0 plus minus 0 rausgekommen. Nee, das war Gold. Da kam aber auch ein Key, oder? Da, Nein. visuell habe ich das nicht? Okay. Ach, dann war das der. Naja. Ich habe mich verguckt. Aus einer Kiste kommt kein Okay. Schlüssel. Nur von Gegnern. Gut, dann hat mein Gehirn mir einen Streich gespielt. Hier nehmen wir jetzt wieder den Gegner, Ja. damit wir nicht. Oder angreifen? Weil dann sind wir. Ja, würde ich machen, weil ein Key ist auch gar nichts. Ah ja, Gut. perfekt. Schön. Okay, jetzt würde ich ausweichen. Gut ausgewichen. Ich kann das nicht so gut mit dem Ausweichen. Okay. Tja, Nee, also in der Situation immer Fragezeichen, so. Weil Ja. kann halt immer noch sein, da ist halt auch gar kein, also kann auch wirklich, es gibt's ja, also da kann auch kein Monster Ja. hinter dem Fragezeichen sein. ja, bei mir nicht, aber Ja. insgesamt wahrscheinlich. Ja, Gibt's das? Soll es das geben? ja, und dann gibt's auch noch die Chance, dass man ausweichen kann. Ja, so, machen wir das jetzt auch? Oder mit einem Key? Nee, ausweichen. Okay. Und dann, Nochmal die Tür für ja. Gold. Das gibt's nicht. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Kannst du dir vorstellen, dass ich den LD 4-mal auf Etage 100 gestorben bin? What? Diesen hier? Ja, diesen alleine. Also ich hatte wirklich Monsterpech gehabt, diesen LD. Also, Ach du Scheiße. Boah, das heute passiert, heul ich, ne? Macht euch schon mal gefasst. Dann heul ich. ja, also hier ist es auch wieder die Tür. Die wollen mich nicht healen lassen. Mhm. Ausweichen, sonst sind wir eh tot, ne? Ja, Also ich meine, ja. beim Ausweichen sind wir auch tot. Ja. Okay. Okay. Jetzt sind wir, ich gucke noch mal ganz kurz, den haben wir. Ich brauche jetzt kein Energy mehr, ich gehe nachher sowieso gleich pennen. Den haben wir. Da knall ich mir jetzt nicht noch Energy rein.
Okay, dann sind wir jetzt in dem, den wir dann auch durchspielen müssen, wenn wir ihn nicht schaffen sollten. Ja. Aber der wird sowieso Oh. Zero Death. Genau. Genau. Wir sehen das positiv. Sehr, sehr positiv. Immer positiv bleiben. Es geht rein. Let's go. Es geht rein. Ich bin aber auch, ich war heute den ganzen Tag ein bisschen aufgeregt. Bin es Echt, auch ja? immer noch ein bisschen. Ja, so besondere Streams oder so mit Challenges oder sowas bin ich immer ein bisschen unruhig, sage ich mal so. Aber positiv oder negativ? Mittelmäßig, würde ich sagen. Ja, man hat so ein bisschen Druck dahinter. Mhm. Ich bin jetzt nicht am Cosplay basteln oder Challenges machen, also hier so kriege ich eine Waffe-Challenges machen, sondern so, na, schon ein bisschen. So, hier nehmen wir links, richtig? Ja. Aber am Ende des Tages ist es ja einfach cooler Content. Ja, ist ja Spaß. Ist ja auch zum Spaß. Also ich habe jetzt keine Angst, dass ich es nicht schaffe oder so. Ne, das wäre jetzt auch nicht so schlimm. Gut, hier müssen wir einfach nur durch. Und jetzt kriegen wir... Ja, das ist doch mal nicht so schlecht. Komm, Ja, ich sag's, das ist der Zero komm. Death, ne? Jetzt gehen wir aber absolut auch absichtlich in den Monster rein, richtig? Ja, würde ich machen. Aber das ist dann schon Waste sonst. Oh, und jetzt? Würde ich trotzdem machen. Also trotzdem Ja, okay. erstmal Monster. Weil die ja ablaufen auch. Das ist ja das Richtig, Blöde. genau, So. genau. So, jetzt erstmal ein bisschen vom Leben runter. Klein Ah, bisschen. okay, die laufen nicht ab. Ja. Genau. 4 Keys, guck mal, das läuft doch jetzt hier wie am Schnürchen. Ja, 6 Türen können wir schon öffnen damit dann. Das ist schon mal gut. Ja, hier. Okay. Staub. Ja, in der Situation gehen- würde ich dann einen nehmen davon, ja. Mhm. Falle muss man nicht mitnehmen. Okay. Wie viel ist das? Das gegenüber das und angreifen oder das und ausweichen Fail. Also, die Opfertür ist 3% mehr Damage als die Falle, aber dann kommst du safe weiter halt. Und aber wir sind noch auf so viel Leben, dass wir noch eine Falle tanken Könnten wir, könnten ne? und den trotzdem angreifen können. Okay, dann machen wir das. Und dann haben wir 5 Keys, Yes! das ist sehr Noch ein gut. Key. Ich würde trotzdem auf links gambeln. Mhm. Okay, gut, aber den können wir kontern mit dem Dietrich immer noch. Noch einmal zumindest, ja. Ja. Und dann versuchen wir einfach, ja, erstmal die 4 Ebenen irgendwie weiterzukommen. Das ist der Ach, der Ablauf. läuft auch ab? Der läuft ab, ja. Okay, gut. Das ist schon mal gut. Dann nehmen wir hier jetzt links. Ja. Ich würde sogar Und weichen noch aus, mal angreifen? angreifen. Ja. Weil ausweichen ist immer... Kein Key, Dreck. Okay. Ja, wir müssen nochmal Glücksrad gambeln. Wir haben zwar jetzt Komm. gute Situation mit den Keys, aber ja, wir brauchen trotzdem immer noch ein bisschen mehr Glück dann für einen Zero Death Run. Aber kann man schon drauf aufbauen. Ja. Ja, was machen wir jetzt? Greifen wir ihn an und kriegen vielleicht doppelte Keys? Ja, kann passieren. Kann auch sein, dass ich gar keinen bekomme bei meinem Glück. Das kann auch passieren. Ja. Ja, ich würde den, glaube ich, angreifen und dann den irgendwie eine nächste Tür nehmen oder so mit dem Dietrich. Und dann haben wir den lieber fast rum. Okay. Wir haben nur einen Key bekommen, ja, ne? Ja, Oder? ja, leider. Ja. Okay, jetzt würde ich ausweichen dann. Okay, machen wir. So, und jetzt gehen wir durch die Tür, oder? Ja. Und schauen uns mal an, was für ein schönes Heal wir da bekommen. Mhm. Ah ja, Schön. schön. Gehen wir rechts. Ja. Okay, da gehen wir hier. Mhm. Ja, ich würde eine Tür nehmen. Also es ist halt nicht viel Leben gerade. Ich hätte gerne Heal bitte einmal Spiel, ja?
Ich will rechts gehen. Den Kopf durch die Wand. Ja. Ja, müssen wir ja wohl. Es geht ja nicht anders. Ja. Okay. Und ausweichen oder. Ja. Wir müssen jetzt nur noch in Türen rein erstmal. Ja. Oh, komm hier. Oh, Mann. Ja. Tür. Unlucky. Ja, komm. Okay, zumindest ein Buffraum. Komm, Sechser. Oh, das bringt uns jetzt nichts mehr, leider. Ne? Nee, leider nicht. Wäre guter Run gewesen, wenn jetzt auch irgendwie ein Heal da gewesen wäre. Aber da sind wir leider tot. Da ist Ende. Gut, dann damit sind wir durch mit unseren Runs, die wir for free haben. Jetzt! Ja, krass. Mann! Das sind die 3 besten Runen im Spiel, somit eigentlich. Und die hast du alle 3 auf einmal. Was auch nicht gut ist. Ja, dann hat man ja. Aber, ja. Ist jetzt ja eh wurscht, ne? So, dann könnt ihr euch alle mal ein bisschen kurz entspannen. Ja. Wer aufs Klo will, kann aufs Klo. Ich mache jetzt hier einfach mal ein bisschen... Das ist ein guter Call. Also, das würde ich mal wahrnehmen einmal. Ja, rauf aufs Klo, kurz mal eine Raucherpause, Trinkpause. Ich rush jetzt hier durch. Ich mache es auch nicht unbedingt richtig. Wir lernen ja schon genug bei unseren Runs dann. Ich rush jetzt hier einfach aus Spaß. Mushrooms spielen keine Rolex-mäßig durch. Rolex, wer bin ich? Was rede ich? Nee, keine Timerpause. Nee. Leider nicht. Die 3 Stunden bleiben 3 Stunden. Denn, ja, die 3 Stunden sind natürlich trotzdem set. Normalerweise, wenn Leute auf einem Charakter die Zero Death Run Challenge spielen wollen, die hätten zu dem jetzigen Zeitpunkt noch nicht 8 Runs durch, sondern vielleicht 3, weil das ja normalerweise immer noch mal bis zum Ende durchgespielt werden muss, bis der nächste angefangen werden kann. I'm rich. Weil ich doch aus Cursed, ich mache gerade einfach irgendwas, ich quatsch hier gerade und mach irgendwas. Pilze spielen keine Rolle gerade. Mach dir keine Sorgen. Wir spielen hier einfach so schnell wie möglich durch, ohne nachdenken. Ich gucke dabei ein bisschen in den Chat. Und wir machen uns gar keine Sorgen. So, moin. Das ging aber schnell. Ja. Auch ohne Hände waschen. Doch. War mit Händewaschen. Ja. Gut. Wie geht's euch allen? Wie war euer Sonntag? Ich hoffe, entspannt. Ich habe mich ganz extra beeilt. Wir sind gleich schon wieder ready. Ja, 16 Schlüssel. Ja, die Schlüssel, wir haben hier... Wir spielen hier mit as many deaths as possible spielen wir gerade. Stell mal vor, jetzt mache ich aus Versehen hier so ab da ein Zero Death Run. Das ist mir auch schon mal passiert, tatsächlich. Mann, ey. Da habe ich das gar nicht was. so mitgekriegt und dann ist man so durch dann. Aber Ja. du brauchst eigentlich nur 2 Runen, dann ist eigentlich schon fast Instant GG. Also, Wirklich? Du kannst halt Seele des Hasen bekommen. Und welche muss man dann noch dazu nehmen? Den Mondstein. Weil dann hast Okay. du 40 durch Seele, dann 20% durch Mondstein, bist du auf 60 und 40% hast du, glaube ich, Basis-Dodge-Chance und dann bist du auf 100% und kannst dann immer ausweichen, ohne dass du getroffen wirst. Die 2 brauchst du dafür. Okay. Das ist dann so ein No-Brainer-Run. Mal gucken, ob wir heute dazu noch den Glück bekommen. Das Glück. Auch nicht viel geschlafen? Ich habe gut geschlafen, doch. Und auch viel. Und habe sogar einen Monster Energy Intus. Also ich bin fit. Okay.
Hast du irgendwas genutzt, um dich wach zu halten? Also auch an Drogen? Nein, an, keine Ahnung, Energy oder so? Caps, ich hatte mit Caps so richtig Unterhaltung mit Monster. Habt ihr, mögt ihr es nicht? Aber ich habe das früher mal gesoffen, so ganz früher, Mhm. als da hab ich so LAN-Partys gemacht, so mit ein paar Kumpels. Und da habe ich Ja. mich dann immer mit Monster eingedeckt, so. Aber ja, ich muss sagen, jetzt mittlerweile, nee, ist das auch nicht mehr so meins. Also lange Okay, ich habe Zeit, ganz lange, ja, lange Zeit hatte ich dann noch so diesen weißen Monster, das ist ja auch so immer ganz bei diesen ganzen Fitness-Influencern, die nehmen auch immer diesen weißen Monster dann. ja. Aber da bin ich dann auch irgendwann von weg. Okay, ja, also ich trinke maximal 500 Milliliter, aber eigentlich maximal 250 Milliliter und 8 Stunden, bevor ich schlafen gehe, kein Koffein mehr. Oh, hältst du dich da dran? Ja, 8 Stunden vorm Schlafengehen kein Koffein mehr. Und solange man sich an diese Regeln hält, glaube ich, ist man ganz gut aufgestellt, was gesundheitlich angeht. Aber ich habe ganz, ganz lange, ich glaube 30 Jahre meines Lebens kein einziges Energy getrunken. Mhm. Aber ich habe das in den letzten 1,5 Jahren, 2 Jahren so ein bisschen für mich entdeckt. Oh, Ja. schade eigentlich. Weil Ja, so also für komplett- 250 Milliliter am Tag easy. Ja, ich würde sagen, aber wenn du Da dein tut Leben man sich lang nix. gar kein Koffein zu dir genommen hast, dann knallt dich ja schon Obwohl- so ein einfacher Kaffee Ja. weg oder so, ne? Ja, kein Koffein ist natürlich falsch, kein Energy. Koffein in Form von Pepsi Max oder sowas natürlich schon. Das habe ich auch gar nicht mal so wenig. Pepsi? Das ist so eine Cola. Mhm. Ja, Cola hat auch Koffein. Ne? Ordentlich sogar. Okay, Ist das neu für dich? also ja, normale Cola, ich dachte, das ist mehr der Zucker, der da drin pusht. Nee, also Cola hat auch Koffein, genauso wie Eistee. Boah, krass. Nicht so viel wie ein Energy, aber deswegen, ich trinke auch, also ab 8 Stunden vom Schlafen, keine Cola, kein Eistee. Also ich habe so eine Cola Zero Zero, die ist ohne Zucker und ohne Koffein. Die trinke ich manchmal abends zum Abendessen noch ein Glas oder so, aber ja. Genau, Okay. Ich so kann kann man ganz gut auf sich aufpassen. schon mal rein in den nächsten Ja. Dungeon. Der nächste Zero Death Run kann starten. Der nächste vor allem, der erste hoffentlich. Also ich hatte tatsächlich jetzt gar nichts großartig genutzt, um mich wach zu halten über die ganze Zeit. Gar nicht, das ist krass. Mir hatte Chris, aka Ignil, vielleicht kennst du den. Mhm, schon mal? ja, den habe ich auf jeden Fall gesehen. Der war ja mit dir im Stream zu sehen, oder? Der war auch mit dabei, ja. Der hat mich in den Mhm. Abendstunden begleitet. Und der hatte mir so eine Matcha-Kakao-Kombi irgendwie mitgebracht. Mhm. Und da haben wir 2 Ja, Tassen. Matcha ist auch Koffein. Ja, eigentlich, genau, Ne? deswegen, Mhm. ja. Und da hatte ich dann 2 Tassen von getrunken, so als es richtig schwer wurde, aber das war das Einzige. Okay. Ja, Ja. Eistee hat auch Koffein, ja. Die meisten Teesorten haben Koffein auch drin. Also es kommt auf den Eistee an, ne? Aber okay, es geht rein. Ja, let's go. Es geht rein in den nächsten. Tja, hoffentlich was Gutes. Ja, okay. Da greifen wir jetzt aber einmal an, ne? Ja. Ja, erstmal kurz vorm Schlafen 1 Liter Grüntee und dann wundern, warum man nicht schlafen kann. Ja, das hat man manchmal gar nicht auf dem Schirm, was alles Koffein hat tatsächlich. Schokolade, glaube ich, sogar auch. Angreifen, richtig? Sorry, ich Ja, bin ja. ein bisschen im Chat gerade. Fragezeichen, komm. Ja, Mhm. ein kleines Upgrade. Aha. Siehst du, deswegen willst du immer ein bisschen Damage haben. Ja, deswegen wollen wir ein bisschen. Jetzt greifen wir auch wieder an. Mhm. Nehmen wir links. Angreifen. Wir haben noch ein bisschen Luft. Greifen wir nochmal an? Ja. Ja. Wir haben ja auch immerhin 4 Dietriche, das ist auch gut. True, stimmt. Also haben wir eigentlich 7 Keys gerade, was nicht schlecht ist, würde ich sagen. Mhm. Hier auch nochmal angreifen? Ja, ne? Ja, einmal noch. Einmal noch. Jetzt ausweichen. Ja. Also jetzt haben wir halt 8 Schlüssel insgesamt, jetzt müssen wir Mhm. ausweichen und dann gucken, dass wir irgendwie jetzt, ja, irgendwas aus den Jetzt Türen geh- bekommen. Okay. Nein, Mimik. Nochmal eine Tür. Ja, ne? Die 3. Ja. Krass. Noch eine Mimik. Die wollen mich.
Da hat man einmal einen einigermaßen guten Start und dann... Oh, ich habe immer Angst, dass ich mich verklicke. Aus Versehen so ein bisschen zu weit links. Das wäre auch sehr ärgerlich. Jetzt kannst du auch die Pfeiltasten nutzen. Ach, stimmt. Aber dann da dürfen wir jetzt nicht wechseln. Sonst verklicke ich mich da noch. Okay. Ja, auf jeden Fall ausweichen noch. Mhm. Komm, Heal. Er gönnt nicht. Er gönnt wirklich nicht. Komm, Heal. Jetzt muss Dicker Heal. Boah. Das war was Dickes, aber kein Heal. Ja. Weiter Tür, oder? Ja, Weit aus. Jetzt müssen wir Schlüssel nehmen. Die wollen mich wirklich verkackeiern hier. Mimik. Komm, Heal. Dickes Heal. Mann! Ja. Ich habe das gesammelte Pech auf einmal. Es ist so. Gesammeltes Pech auf einmal. Alles auf einmal jetzt. Kann auch sein, ich bin ansteckend. Ja. Pechansteckung. Ja. Ausweichen, ne? Ja, dann, Obwohl. Oh. Also, ja, jetzt. Ja, du musst ja jetzt angreifen. Also, ich glaube, den könntest du sogar noch tanken. Aber danach ist Feierabend. Komm, hier. Ach, wir können ja nicht mal durch die Tür. Es ist ein Albtraum. Ja. Überleg dir das mal 30 Stunden lang zu machen. Ja, ist auch ein Albtraum. So, hier wäre jetzt Moonstone oder was? Ja, das wäre da die beste Alternative. Mhm. Die beste Wahl, okay. Damage, geil. Das ist doch... Komm, gib mir alles Pech, was es gibt, bitte. Bitte alles Pech. Ah ja. Immerhin. Wir sterben trotzdem wahrscheinlich hier. Aber ich meine, jetzt ist ja relativ egal. Ist egal. Ich mein, du kannst noch versuchen, Pilzspahn da durchzugehen, so, aber... Ja, aber das haben wir nicht nötig aktuell. Ja, wir sind ja Sponsorschweine, das passt schon. Ja, das ist schon in Ordnung. Bekommst du eigentlich auch so viele... Nicht mehr hingucken. Bekommst du auch so Kommentare, so, dass du gesponsert bist und was das soll und bla blub, kriegst du alles in den Arsch gesteckt? Also ich habe am Anfang relativ regelmäßig die Frage bekommen, ob ich unendlich Pilze habe. Ja, auch Klassiker. Was wir ja nicht haben. Ja, aber ansonsten nicht, nee. Es sind so relativ viele gechillte Guys bei dir in der SF-Community. Auf jeden Fall. Ja. Also erstmal, wir haben ja natürlich viele, wahrscheinlich auch überschneidende Leute, die zugucken. Aber bei mir sind auch super viele Leute, die das Spiel gar nicht aktiv spielen oder gar nicht. Die haben am Anfang mal für mich gespielt, aber mittlerweile spielen die halt nicht mehr, sondern chillen halt nur. Oh, Rabbit, komm her. Ja, guck mal, das ist jetzt 100% zum Beispiel. Ja. Jetzt kannst du immer ausweichen. Ohne getroffen Ich habe nicht unendlich Pilze, nein. Zwinker. Guck mal, das wäre zum Beispiel so, also... Zero Death Run möglich, ne? Ja. Das ist, also das, wenn du so eine Konstellation hast, dann kaufst du dir nicht beim Schlüsselhändler irgendwie einen Buff, sowas wie Heal oder One-Hit-Wonder. Also jetzt kannst du natürlich Heal kaufen. Ja, ich mach mich mal voll. Ja, aber wenn du zum Beispiel, sagen wir mal, 80% Leben hast oder so, dann kaufst du dir dort einfach Fallenentschärfer, weil dir kann nichts mehr Damage machen. Dann kann man, ja. Außer Fallen. Weil du weißt ja zu 100% aus und deswegen Fallenentschärfer und dann bist du eigentlich durch dann. Voll gut. Aber hilft uns jetzt ja leider nichts hier, ne? Oh Mann. Das Darklight sehe ich nie, hier nur bei Dorza. Ja, der ist auch nicht überall vertreten. Nur bei ausgewählten Streamern. Und wie ich vorhin gelesen habe, folgt er da nicht mal rein. Das ist auch eine Vorgehensweise. Aber ich kenne das auch so ein bisschen, dass man seine Followerliste clean hält. Also ich folge auch super, super vielen Leuten, die ich gar nicht mehr gucke. Da überlege ich auch immer auszusortieren, aber
hab auch keinen Bock ja, drauf ein bisschen. irgendwie. Ist so wie Frühjahrsputz. Nee. Ja, das mache ich aber allerdings sehr gerne. Frühjahrsputz. Jetzt habe ich mir das Ding nicht gekauft, aber ist ja auch wurscht. Doch, Minifly, die sind hier aber öfter mal bei mir auch. Umbums und. Obwohl Turor weiß ich gar nicht. Wie heißt denn der auf Twitch? Turor? Ist doch aber auch nicht deutsch, Turor, oder? Nein. Ich meine bestimmt, es gibt einen Turo, also hier noch so. Ach, Turo, doch, den kenne ich aber auch. Der ist auch öfter hier. Ja. Nee, Turor ist, glaube ich, ein Pole, wenn ich mich nicht täusche, irgendwie. Hm. Also der so richtig krank reinpilzt. Ja, ja. Nee, der ist, glaube ich, nicht so unterwegs. Wo mir am Anfang immer erzählt wurde, der cheatet. Der cheatet. Haben mir immer random Leute gesagt. Hast du das am Anfang, wo du so Shakes angefangen hast, auch nicht so begreifen können, Nee, wie gar so nicht, Leute überhaupt nicht. auf einmal Ja, so ja. an Tag 1, 200 sind oder so? Es kommen auch immer noch Leute zu mir in den Chat und sagen so, das geht, wie? Ich bin Level 20 geworden an Tag 1 und das ist ja schon gut für so ganz, ganz Neulinge. Und wie können die schon 200 sein und sowas alles. Mhm. So. Nächster Try. Es geht ja doch relativ schnell, wenn man da durchrusht. Ja. Ja, neuer Run, neues Let's Glück. go. Genießer ist zurück. Neuer Run, neues Glück. So. Das ist stark. Guter Start. Stark. Der Also wir haben halt erste wirklich Raum. Pech. Also eigentlich alles Pech, was man haben kann, haben wir heute. Ja, da fällt mir wieder ein Spruch ein, den mein Opa immer sagt. Den habe ich diesen Stream Ja. auch schon sehr häufig gedroppt. Ja. Das Glück ist ein Rindvieh und sucht seinesgleichen. Was ist das denn für eine Beleidigung? Achso. Na gut. Ich habe es gerade falsch rum verstanden. Ich dachte gerade, ich werde Rindvieh genannt, aber nein. Nee, du hast ja kein Glück. Das Genau, ist ja das deswegen. Ja, ja. Ein Glück. Aber kurz mal. Okay, kurz mal den Agro-Mode umschalten. Ja, hier. ganz kurz war ich beleidigt, aber doch nicht. So, hier haben wir ja keine Chance. Hier greife ich dann auch mal an, obwohl sind wir schon auf der Hälfte. Ja, du hast keine Keys. Müssen wir. Noch. Immer keine Keys. Ja, das ist halt auch. Das ist wieder ein Spießrutenlauf. Wirklich. Wir sind übrigens jetzt gleich bei der Halbzeit, ne? Oh Gott. Leute, bangt um eure Kanalpunkte. Bangt um eure Kanalpunkte. Ja. Irgendwann ist das Pech aufgebraucht. So Ja. sehen wir das. Das habe ich mir auch gedacht. Hat aber nicht gestimmt. Ja, Greifen wir die jetzt nochmal an? Ja, wir haben keine Keys, ne? Ja. Ja, würde ich jetzt eine Opfertür nehmen, weil, ja, Falle und wenn da Monster hinter ist, dann ist es auch vorbei. Ja, sehr geil. Das ist gut. Ja, wir können nur ausweichen und hoffen, dass ihr nicht trifft. Jetzt versuchen wir Heal zu bekommen hinter der Tür. Ja. Komm, ein dicker Heal. Ja, okay, immerhin Nee. ein dicker Ausweicher. Ich kann dir die Hoffnung nehmen. Schaffen wir nicht. Oh, okay. Ja, Doch nicht? ja, wenn der gönnt. Okay, Sechser? Ja, okay, das macht Okay. er öfter mal. Okay, weg im Bliss. Okay. Jetzt Hoffnung ist zurück. gehst du über die Falle rüber und versuchst noch so viele Keys wie möglich zu farmen. Weil der 6er Heal, der heilt erstmal krass auf Ebene 1. Da kannst Okay. du erstmal schön dick Damage tanken, ist kein Problem. Gold oder? Goldraum trotzdem, ja. Okay. Ja, jetzt Monster hoffentlich. Schön. Und... Boah, 2 Keys. Ober-MVP ist so. Boah, nee, lass die mal liegen, die Tür. Die gefällt mir irgendwie nicht. Ja, also wenn Curse sagt, da ist Heal hinter, dann nehmen wir sie nicht. So, Okay. okay, dann sind wir uns Full Life. Ja, jetzt würde ich ein paar Ebenen fliehen erstmal, solange der Assistent noch am Solange der Start noch ist. aktiv ist. Okay. Der Assistent? Ja, der heißt Stimmt, das steht ja da sogar. Fluchtassistent heißt er auf Deutsch. Trotzdem noch flüchten. Ja, wir sind Full Life, wir sind gar nicht so verkehrt unterwegs. Vielleicht kriegen wir noch einen Buffraum, wenn es geht. Wir kommen erstmal Ebenen weiter nochmal.
Jo. Und nochmal fliehen. Noch einen letzten. Ja, erstmal den Buff nutzen. So. Jetzt würde ich noch zweimal angreifen, wenn es geht. Okay. Oh, warte. Ja, trotzdem Falle mitnehmen. Gucken, was dahinter ist. Ah, okay. Nix, okay. Ah, ist auch okay. Okay, nice. Aber es ist eine okay Nicht schlecht für den Anfang. Ja. Das Komm, Leben jetzt ist Soul okay. of the Rabbit, komm. Ja, das wäre sick. Komm. Komm. Ja, nee. Also das ist wieder so krass, ne? Jetzt haben wir eine gute Ausgangslage. Ja, aber Und- scheiß Ruhen. Ja. Okay, gehen wir auf die Mitte. Ich muss mir das immer mal kurz durchlesen auf Englisch. Ja, für Englisch. Rechts nochmal? Ja. Nee, würde ich Mitte machen. Und es ist dann auch wieder, ne? Also Keine Flüche machen, nee, Fallen machen Flüche. So. Fallen. Wir machen Fallen. Flüche machen Fallen. Mann, doch. Und hoffen, dass wir Fässer kriegen. Dann, wir können jedes Fass annehmen. Ja. Ich würde erstmal versuchen zu fliehen. Also wir müssen die Keys aufbewahren. Falls so eine Situation ist wie Tür plus Monster und Falle, dann müssen wir Türen nehmen. Für sowas dann. Okay. Mhm. Also fliehen wir jetzt. Mhm. Ja. Auch Nochmal. hier. Und fliehen? Nee, fliehen. Ja. Ich bin nicht schnell genug. Ja, müssen nochmal gambeln. Komm. Fliehen. Ja. Okay. Und ab jetzt kann der Schlüsselhändler kommen. 4 Keys haben wir, das heißt, wir verbrauchen keine Keys. Der kommt jetzt Ja. gleich, ich spüre das. Ja. Also wir können noch auf 3 runter. Also wir brauchen sowieso den Heal. Also jetzt, wenn du so beim Schlüsselhändler bist und 4 Keys hast und hast so 50% Leben, würde ich immer den 6-fach Heal nehmen. Wenn du so auf 80%, 70%, 80% so, dann kannst du das 8er Wonder nehmen. Okay, Circa. dann gehen wir Ja. jetzt nochmal ausweichen. Ja. Mhm. Einmal überleben wir noch. Ja. Uh. Och nee, mit Falle. Ja, da können wir nichts machen. Da müssen wir jetzt durch die Tür leider. Ja, Wollen wir nicht verlieren. komm hier, komm. Den können wir annehmen, weil wir haben 50% erhöhte Falle. Chance. Ja, genau. Was rede ich über Falle? Wir haben. Und jetzt Okay. können wir easy Wir links. können- Links, ja. Mhm. Oh, stark. Okay. Es macht mich fertig, mental hier alles. Jetzt gehen wir aber die angreifen, ne? Ja, was glaubst du, wie der Nervenkitzel nachher ist, wenn du so auf Ebenen 80, Oh 90 Gott, bist? Dann? ich will es nicht. Es ist so geil. Ich habe immer noch Nervenkitzel bei jedem Run. Okay, let's go. Let's go. Geil. Wenn wir jetzt eine einigermaßen gute Glyphe kriegen auf der 50, dann bin ich zufrieden. Jetzt müsste gleich Schlüsselhändler kommen. Weiter One-Hit-Wonder Wir greifen nutzen. weiterhin noch an. Ja. Solange du One-Hit-Wonder hast, immer angreifen. Ja. Okay, So, auf der vorletzten. Okay, jetzt willst du den 6er Heal. Den Daumen willst du haben. den Daumen. Ist der Daumen oben, wird man nicht loben. Manchmal ist auch 7 Räume. Ja, Steht da. dann hast du eine bestimmte Rune dafür. Ah ja. Verlängert Segen um 1. Ja. Komm schon, wo bist du denn? Das ist übrigens auch ein Klassiker. Wenn man Lowlife hat, dann kommt nie der Heal. Und wenn man Full-Life hat, kommt nie das One-Hit-Wonder. Ja. Okay. Okay. Let's Dann go. machen wir jetzt auf jeden Fall Konzentration. zweimal noch angreifen. Ja, wir haben zwar keine so extrem gute Rune, aber das ist bisher die beste Ausgangslage. Ja. So. Und jetzt Monster angreifen. Wir wollen noch Schlüssel Können wir farmen immer noch, erstmal. ne? Ja. Ja. Stark. Wir werden ja auch noch geheilt. Nochmal, wenn es geht. So. Nochmal? Und. Ja, guck mal erstmal, was dahinter Einmal ist. Ja, ich würde noch Einmal angreifen. Heal haben wir noch. Mhm. Ist okay, weil du kriegst. Ist egal, ja. Das ist nicht random. Guck mal links oben auf die Map.
Ja, und dann siehst du nämlich bei den Schlüsseln da unten, siehst du auf welcher Etage was das für einen Debuff bringt. Zum Beispiel 26 bis 50 kriegst du Gold-Debuff. Das heißt, hier kannst du noch das letzte Mal gut Schlüssel farmen, weil wenn du die Monster angreifst, kriegst du nur einen Gold-Debuff. Wenn du einmal weiter scrollst auf 51 bis 75, dann kannst du auf der Ebene einen Poison bekommen. Das heißt, da willst du schon mal nicht mehr angreifen. Und auf der letzten Ebene ist es Damage erhöhen um 50%. Also das sieht man tatsächlich, auf welcher Ebene mal was bekommt. Jo, let's go. Weiter geht's. So, jetzt hier Glück. Greifen wir noch an. Wir haben noch relativ viel Heal. Ich würde jetzt nichts mehr riskieren gerade. Wir haben 6 Keys, 3 Dietriche. Ja, versuchen auszuweichen. Gut. Wir haben noch 9 haben wir im Grunde Keys, ne? Sozusagen. Das ist relativ viel, ja. Also wir können mal eintryen. Eine Tür? Ja. Weil wenn wir ein Fass nehmen, das können wir immer annehmen. Das ist meistens dann jetzt ein Buff mit dem... Okay. Hier gehen wir aber hier, oder? Ja, das ist free. Okay. Nochmal eine Tür. 48. Gleich kommt ja der Boss. Ja, jetzt kommt gleich der Zwischenboss. Nimm mal... Nochmal... Oder... Nee, versuch mal nochmal zu fliehen. Wir wollen... Zu fliehen? Ja. Okay. Ja, okay, schade. Das ist nicht so schlimm, weil auf der nächsten Ebene machen die halt richtig Damage jetzt erst. Naja, den würde ich nicht gambeln. Nee, ich würde jetzt Fragezeichen. Und angreifen oder fliehen? Ausweichen. Okay, nice. So, jetzt Seele des Hasen wäre krass. Bitte Spiel, komm. Es tut doch nicht weh. Das ist nicht schlecht bisher. Komm, Hase. Nope. Nein. Okay. Der Hase ist so grün, oder? Ja. Glaube ich. Ja. Hier ist der rechte jetzt am besten. Weil der erhöht seine Buffs um 1 und wir kriegen durch die... Achso, Increase, warte mal, Chance Suffer. Ja. Okay. Das heißt, es ist wieder auf 0, ne? Unser... Ja. Oder? War das hier nicht? Okay, das ist leider leider kontraproduktiv. Links ist leider auch nicht gut für uns, weil das ist... da können wir 30% weniger fliehen. Ja. Und die Mitte ist halt... Ja, bringt gar nichts. Also nach dem Tod hast du halt einen Heal. Ja, gut. Das ist kein Vor- und kein Nachteil. Das ist quasi, wenn du die Mitte nimmst, ist so, als ob du gar nichts jetzt gebaut hast. Nichts nimmst. Und das hier ist so, als ob... Ja, nehmen wir die Mitte dann, oder? Oder nehmen wir den? Also ich würde, glaube ich, lieber die erhöhte Chance behalten, als die Dauer der Blessings um 1 zu erhöhen. Okay. Deswegen, ja, ich würde Mitte Also das ist quasi unser Useless. Aber nehmen wir. Hat leider gar nichts gebracht, ja. Es ist nicht mal eine Mit-Tier-Rune. Scheiße, Mann. Ja. Aber wenn wir hier einen Zero-Dash-Run schaffen mit den Runen, dann ist nochmal krass. Das wäre nochmal krasser, ja. Okay. So, dann Abfahrt. Weiter geht's. Goldraum. Stein, toll. Okay. Hier nehmen wir wieder den und dann raus. Genau. Aber mit Ausweichen. Ja. Ausweichen halt. Ich mache Ausweichen nicht. Das ist was für Schwächlinge. Okay. Jetzt müssen wir irgendwie bis auf 60 kommen. Oh Mann. Am besten kommen noch ein paar Türen. Ja, free. Okay, ja, die müssen wir jetzt mitnehmen. Schade, kein Fass. Oh, Fässer wären jetzt richtig gut. Ja, wir brauchen ein Fass, bitte. Komm. Ich kann es nicht fassen. Oh, da bin ich ja fassungslos. Das schlägt es tut mir leid fürs Schreien. Ich bin manchmal ein bisschen lauter. Den fast den Boden aus. Okay, das ist sehr nice. Aber wenn wir jetzt Monster angreifen, kriegen wir einen Gift. Also haben die Chance, ein Gift zu kriegen. Also erstmal weiter. Ist sehr gut gerade. Ist sehr gut. Wir brauchen die Runen nicht. Scheiß auf die. Genau. Nicht angreifen. Erstmal fliehen. Ja, ist egal. Jetzt müssen wir erstmal fliehen. Einfach fliehen. Einfach fliehen. Okay, einfach fliehen. Ja.
So. Nochmal. Weiterhin fliehen? Ja, noch einmal fliehen. Okay. So, jetzt kann man einmal angreifen. Okay, komm. Gut. Ich bin ganz aufgeregt. Und jetzt kannst du nochmal einmal angreifen dann. Okay. Schade. Egal. Ist aber nicht ganz so schlimm. Wir haben 7 Okay. Keys, das ist sehr gut. Na, jetzt dann wieder ausweichen auf jeden Fall. Jetzt greifen wir nicht mehr an, weil wir haben noch Poison. Das macht dick Aua dann nachher, wenn wir einmal getroffen werden. Mhm. Ausweichen. Ja. Okay. Easy. Ausweichen. Ja. Okay, nice. Der regt mich so auf, der. Ja, der ist gleich weg. Oh. Schlüsselhändler muss auch jeden Moment kommen. Okay, komm. Wir sind auf- 67. Ja, 6-7. Gehen wir ausweichen oder 6-7? Da bin ich gar nicht drauf gekommen. Immer noch ausweichen? Oder machen wir eine Tür? Nee, wir weichen trotzdem noch aus. Okay. Wir wollen jetzt erstmal... Okay, nice. Okay, da ist der Schlüsselhändler. Jetzt nehmen wir einen Heal. Jetzt holen wir uns den hier. Komm. Komm. Das ist ja zum Glück safe. Ja, deswegen. Da ist er schon. Komm. Komm. So, jetzt wieder fliehen erstmal. Wir wollen Schlüssel aufbewahren, wenn es geht. So, jetzt einmal angreifen. Mhm. Ja, ist okay. Dieser, wirklich. Also, man kann mir auch nichts gönnen. Ich würde jetzt vor dem Monster fliehen. Ja, Fragezeichen. Sehr gut, nehmen, auf jeden Fall. Komm. Stark. Okay, 4 Keys. Okay. Okay. Und nochmal fliehen, wenn du ein Monster siehst. Okay, nehmen wir mit. Nice. Ja, und Einmal da... haben wir noch Schaden. Okay, das ist sehr, sehr gut. Wir nehmen einmal die Tür. Okay. 75. Letzte Ebene, Nisa. 75? Letzte Das ist Ebene. auf jeden Fall mein Rekord. Auf jeden Fall. Letzte Ebene. Einen Schluck trinken, schnell. Wichtig. Hydrierung vom Boss. Okay, wenn er das nicht ist, also... Aber wir haben halt... Und das mit diesen Glyphen. Wirklich. Mhm. So, jetzt bitte was einigermaßen... Okay, Mondstein. Ja. Mondstein. Mondstein Immerhin. ist es dann. Immerhin. Ja, Mondstein. Okay. Ich hab Angst. Sieg und Flieg. Man müsste jetzt ein Pulsmesser bei mir. Ganz schlimm. Bist du aufgeregt jetzt, ja? Ja, weil wir Nice. so kurz davor sind, vor einer potenziellen... Ja, es würde mich mega freuen, wenn du das schaffst, ey. Oh Mann, wie viel Zeit sind wir drin? Wie ist der Timer? Wir haben noch 1 Stunde 17. Okay. Da nehmen wir links wahrscheinlich, oder? Nee, ich würde Nee, Goldraum, weil, okay, links ist ein safer Buff, rechts muss kein safer Buff sein, allerdings Okay. links kann auch, ist da ein Monster wahrscheinlich hinter, rechts, Also höchstens nehmen wir Lava rechts. oder so, ja. Oh, guck mal, die sind ganz Warte. traurig, wenn man denen die wegnimmt. Ja, Oh, fand ich süß, als ich das erste Mal gesehen habe. Die sind ja noch nicht immer drin, ne? Nee, Okay. ja, Wir haben hier noch- auf jeden Fall eine Tür. Hier kommt der, okay, das nehmen wir auf jeden Fall. Wir haben immer noch 50% erhöhte Chance. Ja. Nice, das ist auch sehr gut. Ab 80 kommt Okay. ab 80 kommt der Schlüsselhändler. Also kann er kommen. Ja, okay. 5 Keys. Ja, wir nehmen jetzt trotzdem noch einmal einen Dietrich. Wir müssen jetzt die restlichen Keys schlau einsetzen. Wir wollen sparen, dass wir nicht in irgendeine Bredouille geraten. Obwohl wir haben Fallenentschärfer, ist eigentlich gut. Falls jetzt irgendwie so Tür gegen Falle oder sowas ist dann. Ja, aber nimm mal erstmal die Truhe, dann gucken wir mal weiter. Staub, Okay. ich liebe Staub. Es kann da auch was ganz Schlechtes hinter sein. Ich würde nicht mehr gamblen jetzt. Also Ja, okay. ich würde dann, ja, Fragezeichen ausweichen und auf Mondstein hoffen. Okay. Mondstein, Sieg und Flieg. Oh, brauchen wir gar nicht. Wir haben Sehr nichts. Okay. Das Weil ich ist kann ja stark. nicht so gut ausweichen, wissen wir ja. gut. Ja. Mondstein geht das. Okay.
nochmal den Dietrich. Wir sind bei 80. Stark, stark. Okay. Das ist krass jetzt. Okay. Hinsetzen. Gerade hinsetzen alle. Alle gerade hinsetzen. Okay, das könnte er sein. Das könnte er jetzt wirklich sein. Ich habe Angst, mich zu verdrücken. Ich mache jetzt vor jeder Minx mache ich kurze Pause. Ja, ist okay. Vor jedem Drücken. Nimm dir die Zeit, die du brauchst. Okay, Gott. wir haben Fallenentschärfer, wir gehen links. Also links und angreifen. Ja. Ich hab Angst. Rechts und angreifen. Ja. Ja. Genau, warten wir. Ganz deutlich safe. ja. Ja. Okay. Also, Goldraum auf jeden Fall. Goldraum, ja. Und den nehmen wir auch mit. Wir haben 7 Keys, 8. Okay, und Schlüsselhändler. Schlüssel. So. Jetzt nehmen wir hier noch Was nehmen wir denn jetzt? den großen Heal, weil wir haben noch 5 One-Hit-Wonder, 3 Fallenentschärfer. Wir nehmen jetzt einen Big Heal. Also, ja, 50%. Und nee, mach mal 6, also den 6-fachen Den Sechser. Down wollen wir haben. Ja, das ist so das Beste, was du kriegen kannst. Da ist er. Okay. Okay, Ich hab Angst. nice. Die 6-fachen Daumen sind gedrückt. Okay. Oh, Wir wollen jetzt trotzdem noch das One-Hit-Wonder nutzen, das heißt, wir greifen weiter an. Das sind ja, danke für keinen Boss. Free-Ebenen. Laufen die Fallen auch ab? Nee, die bleiben. Okay, dann können wir ja hier nehmen. Ja, Dann können wir uns die aufheben für eine Situation, wo wir sie genau. dringender brauchen. Angreifen. Ich kann nichts falsch machen gerade wahrscheinlich, aber ich habe trotzdem Angst. Okay, ja, wir gehen trotzdem Nehmen wir- durch die Falle. Ja, doch, gehen wir. Ja, angreifen. Angreifen. 88. Gleich da, gleich geschafft. Okay. Ja, egal, ne? Guck mal. Ja. Ach, Stark. das Spiel will jetzt aber auch. Ja, Die wollen jetzt, das gönnt will er. jetzt. Jetzt gönnt er. Okay, wir haben keinen One-Hit-Wonder mehr. Kurz besinnen. Kurz Ja, jetzt klarkommen. würde ich halt auf ganz safe spielen eine Tür. Mhm. Das Komm. was müsste. Nice. Okay. Okay, stark, ist gut. Okay, wir haben keine Fallenprobleme Ja, mehr. jetzt wollen wir eigentlich Türen 10 haben. Türen noch. Jetzt könnte halt Monster kommen und dann müssen wir nur noch ausweichen, also nicht mehr fighten jetzt. Okay. Okay, Das Spiel. nehmen wir trotzdem. Ja. Okay, jetzt kannst du sogar fighten. Ich musste kurz trommeln. Okay, links rum, ja? Ja. Mach mal einmal. Einmal angreifen. Einmal fighten. Ja. Nicht, dass der mich ganz tot macht Oh, auf einmal. obwohl, warte mal. Ja, eigentlich brauchen wir nicht fighten. Eigentlich brauchen wir nicht Brauchen wir fighten. nicht, wir haben genug Keys, Ja, wir oder? haben genug Keys noch. Eigentlich ist Scheiß auf Fight. Quatsch. Ist Quatsch. Kein Ja. Risiko, hallo? Ja. Run einfach Alles durch. Seid ihr auch aufgeregt? Ich bin aufgeregt. 8 Ebenen noch. Okay. Nummer 8. Ja, ist hier, ne? Ja, Können, oder? also wenn du Ja. links gehst, verbrauchst du halt einen Fallenentschärfer. Das Ja, ist halt ja. Quatsch. Ja. Okay. Ich habe Angst um meine Punkte. Salty, hast du Nein oder Ja gewettet? Ich glaube, das sieht man, ne? Ja, ich habe das. Irgendwie sind die bei mir immer ausgeblendet. Er Ich sehe es hat nicht. auf 2, was auch immer 2 ist. Nein, hat er gewotet. Salty selber schuld, sage ich dir. Okay. Ja, also Tür. Wir machen jetzt ganz safe. Wir haben auch genug Schlüssel. Also in der Situation willst du so auf den letzten 10 Ebenen, wenn du so 3 Keys hast, 2, 3, ist okay, falls mal so Situation ist, Falle gegen Tür oder so. Aber wir haben noch so viele Keys jetzt gerade. Full Life. 4 nur noch. Ja, 4, aber wir haben Full Life, Mondstein auch noch im Notfall. Kann jetzt noch alles schief gehen? Ich habe so Angst. Okay. Ja, ich will es auch nicht jinxen. Oh. Ja, den müssen wir jetzt. Aber wir weichen aus, ne? Wir weichen aus, ja. Ha, du kriegst mich nicht. Jetzt können wir das mit dem Ausweichen auch auf letzten Meter. Okay. Okay, Tür. 96, Jetzt stellen ohne sich alle zu tot sterben. hier. Jetzt stellen sich alle tot hier. Kiste. Es rappelt in der Kiste. Okay. Staub, ja! Wir wollen Staub.
Okay. Ich weiche aus. Ja. 99. Ach so, wir können links. Ich weiche aus. Ja. Let's go! Let's go! Yay! Da ist der Zero Death Run. Stark. Sehr stark. Wow, wow, wow. Ich habe zuerst nicht dran geglaubt, ne? Ich habe auch nicht dran geglaubt, nach den ersten Runden. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Wie können wir den Counter ja starten hier? Stoppen meine ich, sorry. GG's, GG's. GG's in den Chat für Nisa. Geil. Let's go. Alter, das macht mich richtig glücklich. Du bist jetzt wieder wach, ne? Ja. Vor allen Dingen so das ist so das perfekte Ende auch für den 30-Stunden-Stream, dass wir das nochmal geschafft haben. Dass wir es geschafft. Stell mal vor, wir hätten es nicht geschafft. Ja, das wäre ja natürlich ein bisschen traurig gewesen. Ja, das wäre ein ganz schöner Bruchstream gewesen dann. Aber das war mal geil. Sehr gut, sehr gut. Schönes Ding. Aber Adrenalin pur, oder? Ich bin am Zittern, wirklich. Ich bin am Zittern. Ich hatte bis zur letzten Sekunde Angst, dass ich es am besten durch einen Missklick verkacke.